Ja, meine Lieben, dann begrüße ich euch zum 120. Vortrag zur Apokalypse. Und ich möchte euch wieder wie üblich begrüßen mit dem Wochenspruch und ich möchte dann noch ein bisschen was anderes lesen zu den Elementarwesen, was jetzt so schön zu unserer Zeit dazu passt und eben auch zu dem Wochenspruch sehr gut dazu passt. Wir hatten ja das letzte Mal im 17. Wochenspruch schon die Begegnung mit dem Weltenwort und das wird jetzt im 18. Wochenspruch in ganz besonderer Weise noch einmal aufgegriffen. Es lautet so: Kann ich die Seele weiten, dass sie sich selbst verbindet, empfangenem Weltenkeimesworte? Ich ahne, dass ich Kraft muss finden, die Seele würdig zu gestalten, zum Geisteskleide sich zu bilden. Also da ist ja die ganze Lebensaufgabe des Menschen irgendwo drinnen. Also wir haben etwas empfangen, das Weltenwort, aber wir haben es empfangen als Weltenkeimeswort. Also das heißt, wir bekommen nicht einfach irgendwas Fertiges, sondern wir bekommen einen Keim, aus dem wir etwas machen müssen. Es ist eine Art Anstoß, ein Impuls, aus dem wir schaffend tätig werden heraus. Jeder individuell auf seine Weise. So geht heute die Schöpfung weiter. Das verändert die Welt. Den kleinen, winzigen, scheinbar winzigen Beitrag, den jeder Mensch dazu leisten kann. Und wir haben das letzte Mal schon davon gesprochen, eigentlich tun wir das ununterbrochen, wir können gar nicht anders, weil wir eben Menschen sind. Nur wir verschlafen es halt meistens, wir merken es gar nicht. Also wir tun in vielen mehr, als wir bewusst mitbekommen, ja, sowohl im Guten, im Schöpferischen, oft auch heute im Negativen auch. Also wir haben unser Bewusstsein ist noch so klein und so eng und wir wissen ja auch jetzt schon aus vielen Vorträgen heraus, unser Tagesbewusstsein, unser kleines Ich-Bewusstsein ist erstens einmal nur ein Spiegelbild in Wahrheit und es ist so winzig klein noch im Grunde. Und es beginnt aber jetzt die Zeit, wo wir, wenn wir wollen, aus eigener Kraft dieses Bewusstsein für unser eigenes Ich, das so das erste Mal um das 3. Lebensjahr herum so aufleuchtet irgendwie. Manche können sich daran erinnern, manche nicht, aber von dort strahlt es aus im Grunde. Aber jetzt können wir dieses kleine Pünktchen, das da aufstrahlt, im Grunde zu einer immer größer werdenden Flamme entfachen. Das heißt, diese Weltenkeimesworte wirklich ganz individuell zu einem starken Leben in uns entfachen. Das ist die große Aufgabe, die wir als Menschen im Grunde haben. Dazu sind wir hier, dazu brauchen wir aber auch unser kleines Ich-Bewusstsein, unser Ego-Bewusstsein, das wir mit Hilfe des physischen Leibes vor allem einmal in uns entwickeln. Und wenn wir das haben, dann geht der nächste Schritt weiter, wirklich dieses Ich-Bewusstsein, dieses geistige Ich-Bewusstsein jetzt immer stärker zu entfalten. Also das heißt, wir lernen es am physischen, aber dieser erste Ich-Impuls, der so um das 3. Lebensjahr auftaucht, der hat schon etwas zu tun mit den Kräften des Ätherleibes, mit den Lebenskräften. Da spiegeln wir uns eigentlich, unser wirkliches Ich spiegelt sich im Ätherleib. Und das ist es, was zurückkommt. Und wir erfassen das sehr schwach. Entschuldigt, ich muss kurz abheben, da kommt, glaube ich, noch ein Besucher, der nicht rein kann. Ja, servus Renate. Ja, ich glaube, es hat schon wer gedrückt. Nein, ich mache selber. Sekunde. Entschuldigt mich bitte einen Moment. So, das sind die kleinen Hindernisse, die auftauchen.
Jetzt muss ich kurz einmal schauen, aber das nächste Hindernis ist, dass am Livestream kein Bild zu sehen ist. Gibt es eine Rückmeldung bitte aus dem... Ah, jetzt ist das Bild wieder da. Gut, bin ich beruhigt. Ja, also Einstieg ein bisschen mit kleinen Hindernissen. Ich möchte euch jetzt zu dem Wochenspruch dazu bitte schaut, dass die Tür gut zu ist, sonst fascht der Kater ab. Vielleicht. Naja, liegt zwar am Tisch, aber das passt. Danke. So, also wir stehen ja jetzt in dieser Sommerzeit drinnen, wo die Elementarwesen ganz besonders aktiv sind. Also eigentlich sind wir umschwirrt und umflirrt von den Elementarwesen, die jetzt die Pflanzen, die Blumen, die ganze Natur bearbeiten, also ganz heftig tätig sind und wo wir auch seelisch eigentlich uns sehr gut verbinden können mit diesen Elementarwesen. Und diese Elementarwesen erzählen uns etwas. Wir müssen nur sehr unter Anführungszeichen, nur darauf hören, was sie zu uns sprechen. Aber wenn wir uns mit offenem Gemüt, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Liebe zur Natur, mit der Natur verbinden, dann ist ein Austausch da. Auch wenn wir es vielleicht noch nicht bewusst mitbekommen. Es kann oft auch sein, bitte, falls ein Mikro offen sein sollte, abschalten. Jetzt haben wir ein Echo. Ah, warte. So. So. Ja, also wir haben heute ein paar kleine technische Hindernisse, das wird uns aber nicht aufhalten, in keinster Weise. Also, denkt an die Natur, denkt an die Pflanzen, die draußen sind, denkt an das rieselnde Wasser, an die großen Wasserflächen, wo überall Elementarwesen tätig sind, geführt von höheren Wesenheiten, zum Beispiel die Engel haben sehr viel mit dem Wasser zu tun. Also Engel erreichen herunter nicht bis ins physisch-mineralische, aber sie erreichen hinunter bis in die Wasserwelt. Und so, wenn man so einen großen See oder was hernimmt, da sind Dutzende, Hunderte vielleicht Engel beteiligt, die sich diese Wasserfläche teilen irgendwo und sie berühren, eintauchen irgendwo und ihre Spuren dort hinterlassen, im Fließen dieser Gewässer, in den Wellen, die sich bewegen, da leben sie drinnen. Und Elementarwesen natürlich auch, ganz klar, auch die Wasserelementarwesen namentlich, aber auch die Luftelementarwesen, die das Wasser durchmischen, wenn ein bisschen Wind aufkommt oder so. Und noch höhere Elementarwesen, das Licht, das alles durchflutet, die also gar nicht zu den 4 klassischen Gruppen der Elementarwesen, also des Festen, des Flüssigen, des Luftigen, des Wärmeelements, aber natürlich gibt es auch Lichtelementarwesen, die darüber sind, die alles durchhellen irgendwo. Und die alle sprechen zu uns und oft kann man es später einmal, man erlebt es jetzt, man wird sich gar nicht bewusst, dass die Elementarwesen da sind. Man möchte es vielleicht, man möchte sie erleben, aber man erlebt sie im Moment gar nicht. Aber oft kann es sein in der Nachwirkung, Tage später kommt es heraus, dann kann das ein ganz starkes Bild sein. Und dann kann dieses lichtvolle, aber auch kraftvolle Wesen, diese großen und kleinen Elementarwesen, es gibt welche, die ganz flüchtig sind, die entstehen und vergehen schon wieder, kaum sind sie da, sind sie schon wieder weg, oder es sind auf einmal 10-mal mehr und es sind weniger dann wieder plötzlich. Also die sind in ständiger Bewegung, die sind nicht abzählbar im Grunde. Weil kaum fängt man an zum Zählen, stimmt schon wieder nicht. Sie sind in ständiger Bewegung. Aber es gibt auch mächtige, uralte Elementarwesen, die im Grunde die ganze Erdgeschichte mitgemacht haben,
die dann ja vielleicht heute als Baumgeister oder als sowas wirken oder in großen Felsenformationen als Berggeister und dergleichen da sind. Das sind mächtige, sehr, sehr weise Elementarwesen, also die sehr inspirierend sein können. Oft denkt man sich, ich bin jetzt durch die Natur gegangen und jetzt ist mir eine gute Idee gekommen. Ja, woher kommt denn die Anregung, der Anstoß? Das kann oft von den Elementarwesen sein. Also ich habe vor meinem Baum eine eigentlich ja schon ziemlich hohe, aber im Grunde sehr bescheiden ausschauende Lerche und die ist mir fast täglich eine Inspiration. Der habe ich viel zu verdanken. Und Elementarwesen können aber auch manchmal sehr grimmig sein. Also sie können uns auch manchmal vorwerfen, wie wenig wir von der Natur verstehen, wie viel sie zu tun haben, damit die Erde überhaupt noch überleben kann, weil wir so viel falsch machen. Und, und das trifft dann besonders interessanterweise Menschen, die sich geistig stark entwickeln und die jetzt vielleicht glauben, ja, wir können viel beitragen und dann dazu, um das besser zu machen, irgendwo, indem wir gute Gedanken und so weiter entwickeln und dann kommt vielleicht das große Njet, verschwindet's eigentlich. Ihr seid ja geistig gar nicht reif noch dazu. Ihr habt noch so viel zu lernen, ihr könnt das alles nicht. Eure Impulse stören nur. Das haben wir mal ganz stark in einem eigentlich wunderschönen Waldstück erlebt und plötzlich sind wir gegangen, es war sehr schön, Bächlein rieselt alles und irgendwann war das Gefühl da, da, es ist als wie wenn uns wer hinauswerfen wollte. Das war ganz stark und ja, wir sind dann auch wirklich gegangen, also es war so richtig, ja, unheimlich will ich nicht sagen, aber es war deutlich zu spüren, der Wald will uns nicht. Der sagt raus. Und dabei rundherum waren Kinder und Familien und was, und die haben sich wunderbar wohl gefühlt. Aber unser Eins ist rausgeworfen worden. Und, und Tage später ist das Erlebnis dann so richtig ins Bild gekommen und da war mir ganz klar, da wurde mir ganz klar, das sind mächtige Elementarwesen noch stärker als Baumgeister oder was, also die wirklich für so ein ganzes großes Territorium zuständig sind und im Grunde alle Hände voll zu tun haben, die Schäden halbwegs zu mildern, die wir durch unsere ganze Kultur notwendig hineinbringen. Bis zu einem gewissen Grad notwendig, nicht wahr? Weil dass die menschliche Kultur und das menschliche Ich-Bewusstsein entwickeln konnte und weiterentwickeln kann, beruht auf einem, ja, man muss es ganz deutlich sagen, radikalen Raubbau der Natur. Also wir rauben der Natur ihre Kräfte und daraus entwickeln wir unser Ich-Bewusstsein und wir können noch sehr wenig der Natur zurückschenken. Aber es beginnt jetzt. Es beginnt jetzt, wenn wir uns unseres Ichs bewusst werden, und zwar der geistigen Seite unseres Ichs bewusst werden. Wenn wir also merken, wie wirklich die Lebenskräfte zum Spiegelungsorgan für unser wirkliches großes Ich werden, für dieses große Ich, das draußen, überall draußen lebt, in der ganzen Welt, nicht nur in der Erde, sondern im ganzen Kosmos eigentlich lebt. Dort ist unser wirkliches Ich. Und wir glauben immer noch naiverweise, das ist irgendwas, was da drin sitzt. Womöglich sogar im Gehirn oder irgendwo. Na, da tritt nur ein Spiegelungspunkt auf. Und dass wir das haben, da können wir schon froh sein. Da sind wir schon sehr weit, dass wenigstens dieser kleine Spiegelpunkt ist, aha, ich bin ein Ich. Hab zwar keine Ahnung, was das ist oder wie es ist, aber immerhin, ich bin ein Ich. Und der Preis dafür, dass sich das entwickeln konnte, ist wirklich hoch. Er ist sehr hoch, also indem wir wirklich den Elementarwesen in der Natur viel Arbeit damit machen und auch ja, viel Leid, manchmal auch Freude zufügen, aber es geht langsam auf eine Zeit hin, wo wir wirklich ganz bewusst Wohltuendes für diese Elementarwesen tun können und dann werden wir damit alleine schon etwas Wohltuendes für die Natur machen. Und das liegt nicht jetzt in großartigen Veranstaltungen alleine, die wir machen. Ich meine, sicher, wir haben jetzt viel Technik, die alles ruiniert und da ist viel zu verbessern, aber das sind im Grunde
die Äußerlichkeiten. Was die viel, viel größere Wirkung, die langfristige Wirkung hat, ist in Wahrheit, wie wir uns geistig zur Natur verhalten. Wie wir uns geistig zu uns selbst verhalten, wie wir unser Ich-Bewusstsein entwickeln. Wie weit wir damit immer noch zerstörende Kräfte wachrufen oder, indem wir uns mit dem Christus verbinden, lebensspendende Kräfte entwickeln. Und das liegt in jedem Wort drinnen, das wir sprechen, das liegt in jeder Bewegung drinnen, die wir machen, das liegt in jedem Schritt drinnen, den wir machen. Auf ganz individuelle Weise. Und weil ich schon das letzte Mal angesprochen, es ist oft die Frage gekommen, schaffen aus dem Nichts heraus, das ist die Tätigkeit des Ichs, also schöpferisch, ohne irgendeiner Voraussetzung zu sein, ganz aus dem Ich heraus. Ja, wie mache ich das? Wir tun es ununterbrochen. Die Kunst ist gar nicht es zu machen, die Kunst ist etwas davon zu wissen. Und das ist das, was wir jetzt lernen können, was wir jetzt lernen sollen. Und das ist im Grunde die Aufgabe der Geisteswissenschaft, der Anthroposophie, das ins Bewusstsein zu heben. Etwas, was wir immer wieder tun schon. Aber halt gemischt auch mit all dem Negativen, was wir tun, weil wir uns auch immer wieder in unserem Ego, in unserem kleinen Ich von den Widersachern verführen lassen. Und da tobt im Grunde in uns ein Kampf zwischen diesen verschiedenen Kräften. Oder jedenfalls ist da eine Aufgabe zu bewältigen. Das ist dieses Seelenkleid, das wir uns zubereiten sollen, das halt immer bewusster durchdrungen werden soll von unserem wirklichen Ich, und dann wird uns auch immer mehr davon bewusst werden. Aber dazu mahnen uns die Elementarwesen, und das lese ich euch jetzt einmal vor. Also der Übertitel über das Ganze ist die Elementarwesen als Vermittler zwischen der Erde und dem Geistkosmos. Und in dem Geistkosmos lebt unser wirkliches Ich. Also es ist auch eine Vermittlung zu unserem wirklichen Ich. Es sind Worte der Mahnung, die Gnomen. Du träumst dich selbst und meidest das Erwachen. Die Undinen flüstern uns zu. Du denkst die Engelswerke und weißt es nicht. Die Sylphen, die Luftgeister. Dir leuchtet die Schöpfermacht. Du ahnst es nicht. Du fühlst ihre Kraft und lebst sie nicht. Die Feuerwesen, die Salamander. Dir kraftet Götterwille. Du empfängst ihn nicht. Du willst mit seiner Kraft und stoßest ihn von dir. Du willst mit seiner Kraft, mit der göttlichen Kraft, eigentlich in unserem Willen drinnen, die Willenskraft ist göttliche Kraft. Aber wir stoßen das immer wieder weg. Und wir geben immer wieder Platz den Widersachern, wir geben Platz den Interessen unseres Egos, in dem sehr viel die Widersacher drinnen sind. Und damit schimpfe ich aber nicht über das Ego, wir müssen es entwickeln, daher ist in dem Allen auch eine gewisse Notwendigkeit drinnen. Aber wir sind in einer Zeit, wo sich vieles ändern kann, ändern soll, ändern muss, wenn es eine gute Zukunft werden soll. Und das liegt in unserer Hand, nur in unserer Hand. Und Hilfe bekommen wir alle, die wir nur haben wollen, aber wir müssen es wollen, aus Freiheit heraus. So, jetzt sprechen sich die Elementarwesen selbst aus, was sie sind, wie sie sind. Die Charakteristik ihres eigenen Wesens, die Gnomen. Ich halte die Wurzel Wesenskraft. Sie schaffet mir den Formenleib. Also das auch, was bei uns im Physischen zum Beispiel drinnen ist, bis ins Mineralische hinein. Die Undinen. Ich bewege die Wasserwachstumskraft. Sie bildet mir den Lebensstoff. Die Sylphen, die Luftgeister. Ich schlürfe die luftge Lebenskraft. Sie füllet mich mit Seinsgewalt. Im leisen Lüftchen, im heftigen Sturm, überall da drinnen wirkt es. Und die Feuerwesen, ich deue die Feuerstrebekraft. Ich deue
heute kaum mehr geläufiges Wort. Ich deue die Feuerstrebekraft. Sie erlöst mich in Seelengeistigkeit. Also da geht's hinauf in die Geistigkeit. Und so sagen sie jetzt alle zusammen, erstrebe zu wachen, sagen die Gnomen. Denke im Geiste, sagen die Undinen. Lebe schaffend, atmendes Dasein, so sprechen die Sylphen. Empfange liebend Götterwillenskraft, die Feuerwesen. Und noch ein Text dazu aus den Wahrspruchworten von Rudolf Steiner, der das alles jetzt zusammenfasst, dieser Wahrspruch. Ich suche im Innern der schaffenden Kräfte wirken, der schaffenden Mächte leben. Es sagt mir der Erde schwere Macht durch meiner Füße Wort. Es sagt mir der Lüfte Formgewalt durch meiner Hände Singen. Es sagt mir des Himmels Lichtes Kraft durch meines Hauptes Sinnen, wie die Welt im Menschen spricht, singt und singt. Das so als kleine Anregung. Für die Transkription werde ich euch dann den Text schicken, dass ihr das ganz wortwörtlich habt. Ich will jetzt gar nicht viel verstehen und grübeln darüber, einfach es aufnehmen, eintauchen in das. Das ist dem Bewusstsein jetzt dieser Sommerzeit gemäß, dass wir ein bisschen träumend, ahnend draußen sind, aber es ist eben auch der Aufruf, wach zu werden drinnen, wach zu werden für die Welt, an deren Gestaltung wir aufgerufen sind, mitzuarbeiten. Und daher zugleich heißt es Aufwachen zu uns selbst an der Arbeit an der Welt. Dazu sind wir da. Das ist das Wesentliche. Und alles andere ist im Grunde Vorbereitung, notwendige Vorbereitung dazu, aber das ist alles das Unwesentliche. Das heißt, das, was wir in unserem Ego von uns wissen und halten, bin da und da geboren, der Abstammung, habe diese Eltern gehabt, habe den Beruf erlernt und so weiter, die Schule besucht, ist alles im Grunde vollkommen unwichtig. Ist unwichtig, ist eigentlich nur ein, ja, es ist so unwichtig oder wichtig wie der Boden, der uns trägt, aber es ist die Vergangenheit. Es ist die Vergangenheit, die es gilt, mit jedem weiteren Schritt zu überwinden und etwas Neues daraus zu machen. Dann, wenn wir das tun, dann arbeiten wir für die Welt und zugleich auch für die Entwicklung unseres wirklichen Ichs. Und wie gesagt, das ist hat nichts zu tun mit irgendeiner besonderen intellektuellen Leistung. Überhaupt nicht. Man kann sich da nichts dazu ausdenken. Es geht darum wirklich um das, was wir ganz spontan tun im Grunde. Darum diese Verwandtschaft mit dem Künstlerischen. Ein Künstler, der sich das ganze Werk im Kopf vorher ausdenkt, ist kein Künstler. Er kann im Inneren ein Bild schaffen, aber wenn er es tut, wird es trotzdem wieder anders. Und das ist nichts, was berechenbar wäre, nichts, was verstandesmäßig kalkulierbar wäre, sondern was aus der Tat entspringt. Und wenn ich sehr wach bin, sehe ich im Tun, erlebe ich im Tun, das ist es, das passt. Und an der Ecke merke ich, nein, das ist es noch nicht. Weil jedes Werk, das wir schaffen können, notwendig unvollkommen ist. Die Erdenwelt, wenn sie richtig läuft in ihrer Entwicklung, wird immer etwas Unvollkommenes bleiben. Das gehört dazu. Das Vollkommene ist das Ende einer Entwicklung. Ist eigentlich in Wahrheit der endgültige Tod. Und dort ziehen uns die Widersacher hin, dort ziehen uns die soratischen Kräfte hin. Daher, wie ich schon oft gesagt habe, die wollen eigentlich die perfekte, vollkommene Welt in einer gewissen Weise. Und sie wollen es noch dazu in einer ja fast perversen Art, indem sie es einfach im Materiellen wollen. Sie wollen die perfekte, vollkommene, ja, nach ihrem Wunsch ewig währende materielle Welt. Es gibt darin keine Entwicklung mehr, es gibt ein Durchspielen, ja,
von Millionen, Milliarden, Billiarden verschiedener Möglichkeiten, aber es gibt nichts wirklich schöpferisch Neues drinnen. Und dort wollen wir nicht hin, dort wollen wir nicht wirklich hin. Und das heißt, wir müssen noch tiefer verstehen, wie sich der Mensch entwickelt, wie die menschliche Entwicklung läuft, wie das zusammenhängt aber auch mit dem, zum Beispiel mit dem siebenköpfigen Tier, von dem wir jetzt schon sehr oft gesprochen haben, weil in dieser Siebenzahl liegt ja etwas sehr Wichtiges drinnen. Die Siebenzahl ist grundsätzlich einmal immer die Zahl der zeitlichen Entwicklung. Also und das Wort Entwicklung ist da schon so wichtig drinnen. Weil wäre die Erde vollkommen oder könnte sie in kürzerer oder längerer Zeit vollkommen werden, dann würde der Entwicklungsgedanke aufhören. Im Vollkommenen gibt es keine Entwicklung mehr. Da ist alles perfekt. Und das ist viel, viel zu wenig. Das, was in unserer Ich-Kraft drinnen liegt, was im Willen auch der Gottheit drinnen liegt, oder ich möchte fast sagen im Wunsch der Gottheit, weil es ja die Gottheit uns überlässt, es zu tun. Das ist ja das Große, was passiert ist. Wir arbeiten nicht für einen Plan, den wer da oben gemacht hat, sondern wir entwerfen auch keinen Plan, sondern wir werden einfach gestaltend tätig. Und wie gesagt, in jedem Schritt, in jeder Handbewegung, in jedem Blick, mit dem wir die Natur betrachten, mit dem wir einen anderen Menschen betrachten, in dem tun wir es. Wir tun es ununterbrochen. Also es ist im Grunde keine Hexerei, es zu tun, weil wir Menschen sind und ein menschliches Ich haben, das schon eine gewisse Portion an Freiheit sich erobert hat. Dass uns das gelungen ist, ist ja manchmal fast wie ein Wunder, aber es ist uns gerade gelungen, weil wir noch nicht mit unserem Verstand hineingepfuscht haben. Wir haben sehr viel gelernt in unserem Tun, in unserem Scheitern dabei und es noch einmal probieren und wieder probieren und immer wieder ist es nicht vollkommen, aber es ist vielleicht einen Schritt weiter. Und der Schritt macht's aus. Das ist der Schritt, auf den die ganze Welt wartet. Das ist das tolle Wort, was wir lesen ja jetzt am Sonntag, also jetzt im August nicht, da haben wir Pause, aber bis jetzt haben wir gelesen, den landwirtschaftlichen Kurs. Und da ist ab und zu das Wort gefallen, das steht nicht wirklich jetzt in dem landwirtschaftlichen Kurs drinnen, aber es gehört irgendwie so dazu, der Schritt des Bauern düngt. Der Schritt des Bauern düngt. Also da geht es nicht einmal darum, wie geht der jetzt und schaut, was ist los, sondern wie er nur über sein Feld geht. Mit welcher inneren Haltung er über sein Feld geht, das macht für die Erde einen Unterschied. Und das gilt natürlich nicht nur für den Bauern, sondern die Art, wie wir durch die Welt gehen, wie wir die Erde betreten mit jedem Schritt. Der Schritt kann zerstörerisch sein, oder er kann belebend sein für die Erde. Und das liegt einfach nur daran, wie wir uns in unserem Ich weiterentwickeln. Nur an dem, an nichts anderem. Also der große Gedanke auch der Anthroposophie ist dieser Entwicklungsgedanke, der drinnen ist. Und im Grunde ist das dass das ins Bewusstsein kommt, der große Fortschritt gegenüber der griechisch-lateinischen Zeit. Dort war eigentlich der Blick noch zurückgewendet, zumindest bis zur Zeitenwende, zurückgewendet auf die Vergangenheit, aus dem alles nach dem alten Prinzip entstanden ist, eine schöpferische Quelle, wo alles von oben herunter gießt und gegossen wird und wo dadurch versucht wird, eine immer bessere Welt zu machen, aber in Wahrheit ging es nur darum, den Boden zu bereiten für uns, auf dem wir schreiten können. Und jetzt geht eine Entwicklung in die Freiheit los, eine Entwicklung, wo jeder Schritt im Grunde, jede Handbewegung, jeder Griff, jeder Blick die Welt verändert. Verändern kann im ganz positiven Sinne, wenn wir es wollen. Und wir stehen jetzt im Bewusstseinszeitalter,
Und da heißt es, das, was wir schon lange tun, manchmal besser, manchmal schlechter, immer bewusster zu tun. Also wenn ihr fragt, wie tue ich das, aus dem Nichts heraus in völliger Freiheit etwas zu schaffen, bis hinein in eine ganze neue Seelenwelt im Grunde zu erschaffen, da fängt es an. Und was dann davon in die Natur übergeht, da helfen uns dann sowieso andere über uns stehende geistige Wesenheiten, weil wir das noch nicht können. Aber der Impuls geht von unserem Ich aus, ergreift unser Seelisches, wirkt in die Seelenatmosphäre der Erde und von dort dann in die Lebenskräfte und dann bis ins Physische, ins Wärmeelement, ins Luftelement, ins Wasserelement, ja bis ins kristalline Element hinein. Bis dorthin wirkt es. Und wir müssen also verstehen, das Werden des Menschen. Das Werden des Menschen in seiner Gewordenheit aus der Vergangenheit, und mit der Zeitenwende beginnt der Umschwung, dass wir immer aus uns selbst, immer mehr aus uns selbst Werdende sind, dass es da im Grunde niemals einen Abschluss gibt. Dass wir immer im Aufbruch sind. Und es ist ja interessant, ich glaube, ihr werdet das wahrscheinlich unsere Zeit, in der wir gerade aktuell drinnen stehen, auch im gewissen Sinne als Umbruchszeit empfinden. Und etwas Besseres kann uns eigentlich gar nicht passieren. Also zumindest in meiner Lebenszeit ist mir keine Zeit entgegengekommen, die besser geeignet wäre, um einen neuen Aufbruch zu schaffen. Einen neuen geistigen Aufbruch zu schaffen. Wirklich neu zu sagen, aber zählen tut nur, was du aus deinem Ich machst. Und wie du das hineinlegst in jede deiner Bewegungen, deiner Blicke, deiner Worte, in deine Stimme, in alles das, in die Art, wie du fühlst, wie du empfindest, alles das, indem du das individualisierst, tust du eigentlich schon alles. Und was dazu kommt, ist, dass wir wach werden können dafür und sehen, wie sich damit die Welt verändert. Langsam immer mehr. Und es geht also letztlich immer wieder um 7 Entwicklungsschritte, im ganz Großen wie im ganz Kleinen. Also, weiß ich nicht, im ganz Kleinen sind es vielleicht die 7 Tage der Woche oder wo, in denen wir uns etwas vornehmen können und da was durchziehen und vielleicht mitbekommen, wie sich das ändert, wie jeder Tag seine eigene Qualität drinnen hat und wie sich etwas entwickelt. Oder im ganz Großen sind es die 7 großen kosmischen Entwicklungsstufen, diese planetarisch-kosmischen Entwicklungsstufen, von denen wir schon oft gesprochen haben. Also es sind 7 Stufen. Und das ist ganz interessant und das führt uns jetzt dann auch dazu, vielleicht ein bisschen Anknüpfung zu finden an die Kräfte, die dem entgegenstehen, also das, was uns zu dem Tier mit den 7 Hörnern machen will, mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern. Die haben sich schon wieder vorgedrängt, die Hörner. Ja klar, weil die Hörner, die sind noch das ganz Spezielle da und die das dann noch schlimmer machen. Die Köpfe wären noch gar nicht so schlimm, wie dann die Hörner schlimm sind. Weil da kommt noch eine Zwiespalt. Und wenn man sich denkt, es sind immer 2 Hörner drauf. 2 Hörner dann auf den Köpfen. Auf diesen Köpfen. Naja, es gibt die 7 Köpfe, es ist oft in den Abbildungen sind dann wirklich davon die ersten 4 mit nur einem Horn. Das sind sozusagen noch Einhörner. Und dann kommen noch 6 dazu, die zweihörnig sind. Und die Zweihörnigen, das erinnert uns nämlich schon wieder an was? An das zweihörnige Tier, das also ganz dem Christus entgegensteht und in dem sich also ganz die soratischen Kräfte verbildlichen. Und
Und im Grunde sind es auch irgendwie wieder wir, wenn wir heute also mit Haut und Haar diesen soratischen Kräften folgen. Dann kommt diese ganz starke Entzweiung. Das sind also die Kräfte, die hinarbeiten wirklich auf diese letztlich große Entzweiung. Das heißt, es wird einen Weg geben, der die Erdentwicklung in fruchtbarer Weise fortsetzt, und es wird einen Weg geben, der in das Reich dieser soratischen Wesenheiten abdriftet. Und äh, das sind so die Kräfte, die ja deutlich hervorgekommen sind, das erste Mal in der atlantischen Zeit. Und so in der Mitte der atlantischen Zeit. Seit da ist es schon irgendwo spürbar, und seitdem leben wir mit diesem Impuls drinnen. Und es ist zum Beispiel, um nur eines zu nennen, es ist diese Entzweiung ist bis in unser physisches, ja bis in unsere Lebenskräfte hinein drinnen. Und, und es hängt zum Beispiel auch zusammen mit der Geschlechtertrennung. Die Geschlechtertrennung ist ein Zeichen dessen. Ich meine, ihr könnt euch lebhaft vorstellen, wie schaut es denn jetzt mit Engel aus, Erzengel, Urengel. Ja, sind die männlich oder sind die weiblich? Weder noch. Weder noch. Das ist für sie überhaupt nichts Fassbares. Sie sind, sie sind nicht gespalten in diese zwei unvollkommenen Hälften. Und, und diese Spaltung eröffnet uns zwei Wege. Der eine Weg ist, zur Liebe zu finden, die letztlich dazu führt, dass diese beiden Geschlechter sich vereinigen, und zwar so vereinigen werden in der fernen Zukunft, dass eben wirklich diese Geschlechtlichkeit komplett überwunden wird. Also eben dann natürlich erst, wenn wir nicht mehr auf Erden in so einem physischen Leib, wie wir es jetzt sind, verkörpert werden. Vorher geht das nicht. Aber dann wird sich das einmal aufheben, indem wir in allen unseren Wesensgliedern die weibliche und die männliche Seite so in uns vereinigt haben, dass wir wieder ein Ganzes sind, bis da hinunter. Aber jetzt sind wir in der Entzweiung drinnen. Und das manifestiert sich also am deutlichsten, am stärksten und daher in gewisser Weise als Möglichkeit zum Höchsten, aber auch zum Tiefsten hinunter, gerade in der Beziehung zwischen den Geschlechtern, etwa in der Sexualität drinnen. Das kann zu was ganz Hohem führen, es kann aber auch ganz hinunterführen. Und nicht umsonst ist zum Beispiel gerade der Missbrauch der Sexualität der Königsweg zur schwarzen Magie. Also der Königsweg, der hinunterführt in das Reich der soratischen Kräfte. Aber es kann genauso auch ein Weg in den Himmel hinauf sein. Aber das liegt daran, wie wir damit umgehen. Und, und die Frage ist, wie bewusst gehen wir damit um? Also in all diesen Dingen wird sehr, sehr viel mehr Bewusstsein notwendig sein. Aber ich möchte zu den 7 Entwicklungsstufen. Ich hatte nämlich schon seit, ich glaube, mindestens 2 oder 3 Vorträgen vor euch eine entsprechende Passage aus Goethes Faust dazu vorzulesen, wo man sieht, welch tiefe, sagen wir mal, Ahnungen, welch tiefes, aber sicher nicht voll bewusstes Wissen Goethe hatte von diesen Dingen. Und namentlich im zweiten Teil seines Faust ist es drinnen. Ich meine, der erste Teil des Faust, das ist so die Vorbereitung in Wahrheit. Das ist so die erste Einstimmung. Aber da sind tolle Sachen natürlich drinnen. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was im zweiten Teil des Faust drinnen ist. Der ja auf den ersten Blick, wie es halt immer bei so großen Sachen ist, wahrscheinlich für die meisten völlig unverständlich ist. Man schaut sich das an, es sind vielleicht schöne Bilder, und es ist schon was Gutes, wenn ich zumindest so weit offen bin, dass ich sage, ich verstehe überhaupt nicht, was meint er damit, um was geht's hier überhaupt. Keine Ahnung, aber es ist schön, es berührt mich. Wenn das da ist, ist das Wichtigste da. Weil zu verstehen, das wirklich zu verstehen, es in klare Begriffe zu fassen, dazu muss man ja noch wacher sein, als es Goethe selbst sein konnte. Weil er hat mit Sicherheit
das meiste von dem namentlich, was er in den zweiten Teil des Faust gelegt hat, nicht selbst verstanden. Aber er hat gewusst, dass es richtig ist. In seinem Willen, in seinem schöpferischen Willen hat er gespürt, das passt. Das drückt das richtig aus. Und sicher hat er gespielt mit Elementen, die ihm bekannt waren. Er hat viel entnommen aus der griechischen Mythologie, aus der Überlieferung heraus, aber er hat ganz was Eigenes daraus gemacht. Er hat sich nicht gescheut, das alles zu verdrehen und zu verbiegen bis in die Worte hinein. Wenn ein Wort nicht in den Reim hineinpasst, den er haben will, ja, dann ändert er das Wort. Was soll's denn? Ich glaube, das ist schon öfters gesagt, wenn auf Jung und irgendwo genug kommen sollte, das reimt sich nicht. Dann wird halt genug daraus. Ende. Das Wort wird man sicher nicht im Duden drinnen finden. Aber es ist die einzige richtige Antwort darauf. Es passt einfach. Weil Sprache etwas ist, haben wir ja auch das letzte Mal, glaube ich, schon gesprochen darüber, Sprache ist etwas, was immer individueller werden wird. Wenn wir daran arbeiten. Und individuell heißt schöpferisch. Schöpferisch in jedem Moment. Keine Wörterbücher mehr, die gibt's nicht. Keine Nationalsprachen mehr, die gibt's nicht mehr. Individualsprache. Ich schaffe sie im Moment des Sprechens. Weil es mir gelingt, meine Seele so fein zu formen, dass sie so die Sprachorgane ergreift, dass sie wirklich genau das zum Ausdruck bringen, was ich jetzt im Inneren erlebe und was ich weitergeben will dadurch. Es ist ein schöpferischer Akt. Ja, dann wird das Weltenkeimes-Worte, ja, zum Reifen gebracht, von dem wir heute im Wochenspruch gelesen haben. Dort geht's hin. Und manchmal denkt man sich heute, ja, wie die Künstler oft mit der Sprache umgehen, manchmal denkt man sich, jetzt zerstören sie es, verballhornen sie es, was machen sie? Es kann beides sein. Es muss die alte Sprache zerlegt werden, von hinten bis vorne, um neu geschaffen zu werden. Dort geht's hin. Ja, das geht nicht in einem Augenblick und nur die Zerstörung allein ist es auch nicht. Es ist aber die Zerlegung und dann Neues zu machen. Zerlegung bis in die Stäubchen hinein. Dort aus dem schaffend zu werden. Also es gibt keine Grenzen und heute jeder, der ein bisschen Künstler sein will, den kann man nur aufrufen. Es gibt keine Tabus mehr. Es muss alles neu sein. Alles neu. Der Christus sagt es selbst. Ich mache alles neu. Das Ich macht alles neu. Alles neu. Und dazu gehört ein unglaublicher Mut, also sich auf das einzulassen, zu sagen, okay, ich habe so viel gelernt, ich weiß so viel, ich habe mir so viel erarbeitet. Und das alles muss ich loslassen können. Ich habe so viele Freunde, die mir helfen können und sonst was. Sie können mir Impulse geben. Aber eigentlich, wenn ich wirklich in die Welt hinausschaue, es ist mir alles fremd. Ich bin etwas anderes. Das ist das Ich-Erlebnis. Ich bin etwas anderes. Und aus dem heraus muss ich tätig werden. Dann bin ich bei mir, dann bin ich beim Göttlichen in mir. Und das geht's. Und wie sich das entwickelt, wie dieses Menschenwerden sich vollzieht, das schildert eben Goethe jetzt im zweiten Teil des Faust in der klassischen Walpurgisnacht. Das ist also vielleicht der turbulenteste und am schwersten verständlichste Teil dieses ganzen zweiten Teils vom Faust. Da tauchen alle möglichen mythologischen Gestalten auf, es sind wunderbare Bilder, aber um was geht's? Da muss man schon sehr genau hineinschauen. Also bei der Szene, um die es geht, es treten auf also zwei Philosophen, die im Gespräch miteinander sind, und einer davon ist vor allem der Thales, und der möchte so gerne wissen, also wie die Welt entstanden ist, wie sie weitergeht, wie das Werden der Welt ist und so. Und sie befragen den Meeresgott Nereus und der schickt sie weiter zum Proteus. Proteus, das hat was zu tun, Proto ist das Erste. Er ist auch ein Meeresgott,
Er ist der Meeresgott des Ursprungs, des Anfangs und das Typische für ihn ist, er ist nicht zu fassen. Er verwandelt ununterbrochen seine Gestalt. Kaum erscheint er irgendwie, ist er schon wieder anders und er ist einmal da, einmal dort und der Thales ist ganz verzweifelt, aber er weiß, wir brauchen ihn, denn mit dem Thales gemeinsam fliegt oder schwebt in seinem Glas der Homunculus. Das Menschlein oder eben nicht ganz Menschlein, eben das, was Mensch werden möchte. Der Homunculus wurde vom Fausts Atlatus, von seinem Gehilfen Wagner, ja, wie soll man sagen, herangezüchtet in einer Retorte. Nur dieser Homunculus ist eigentlich gar nichts Stoffliches. Er ist, wie der Wagner selbst sagt, oder wie eben auch der Homunculus selber, er kann nämlich sprechen sehr wohl, äh, wie das geht bei einem nicht stofflichen Wesen, ist eine andere Frage, aber dann spricht er halt im Geistigen. Geht ja genauso gut. Also das heißt, was geistig gesprochen ist, was äußerlich gesprochen ist, das ist in Goethes Faust, geht das quer durcheinander, da merkt man gar nicht, wo das eine bis ins andere übergeht. Und, und eigentlich geht's immer ums geistige Sprechen, denn das ist in Wahrheit auch der Hintergrund des äußeren Sprechens. Und ob es dann äußerlich auch ertönt, ja, auf der Bühne muss man es machen, aber in Wirklichkeit ertönt es im Geistigen eben. Und also es geht darum, dieses Seelenflämmchen, das halt so gern verkörperlicht wäre. Dieses Seelenflämmchen ist im Übrigen hermaphroditisch. Also das heißt weder männlich noch weiblich, es ist nicht geschlechtlich geschieden, es ist beides oder keins von beiden, wie immer man es nennen will. Es vereinigt die beiden Kräfte in sich, aber es will sich eine Körperlichkeit schaffen. Und dazu braucht es jetzt offensichtlich, so errät der Meeresgott Nereus, indem er sagt, geht's zum anderen Meeresgott, nämlich zum Proteus, der sich ständig verwandelt. Du musst als Seelenflämmchen hineingeführt werden in die Welt der Elemente, aber in die Welt der Elemente in ihrer beständigen Verwandlung und Weiterentwicklung. Das passiert dann auch später. Der Proteus nimmt dann wirklich also diesen Homunculus ja, auf seine Schultern im übertragenen Sinne und stürzt sich mit ihm in die Wellen des Meeres und wandelt sich mit ihm durch alle Formen, von den einfachsten Fischlein hinauf, durch bis letztlich zum Menschen, und bist du endlich Mensch geworden, so ist es aus mit dir. Bumm. So ist es aus mit dir. Denn dann stehst du dort, das sagt der Proteus zwar nimmer, aber dann, was du dann machst, was dann aus dir noch werden kann, das musst du selbst machen. Ganz alleine. Bis dorthin kann ich dich führen, dass du in der Menschengestalt dastehst. Aber was du daraus machst, ist deines. Und niemandes anderen Tat mehr. Nur mehr deine. Und das, ja, in Wahrheit durch viele, viele Inkarnationen. Das steht jetzt da so nicht so deutlich ausgesprochen drinnen im Faust, aber Goethe war sich ja des Wiederverkörperungsgedankens sehr stark bewusst und war sich sicher, dass so die Entwicklung läuft, lag ja in der Goethe-Zeit überhaupt ganz, ganz stark drinnen, dass man gesagt hat, nein, das ist doch eigentlich die höhere Fortsetzung des Entwicklungsgedankens, der in der Natur ja bis zu einem gewissen Punkt hinführt, aber dann muss die geistige Entwicklung erfolgen. Und die braucht immer wieder neue Inkarnationen. Das ist ja eigentlich fast zwingend. Ich meine, bitte, was bringt man in einem Leben weiter? Also, wenn ich mir die eigenen Unvollkommenheiten anschaue und mir der bewusst werde, dann muss ich sagen, um Gottes Willen, wie soll das zu schaffen sein? Was ist da noch alles zu tun, um einmal die Fehler der Vergangenheit auszugleichen und dann überhaupt die nächsten Schritte in die Zukunft zu gehen? Das ist ein so gewaltiges Werk, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie das ist. Muss man auch nicht. Man muss nur den nächsten Schritt tun. Nur den nächsten Schritt. Und der eröffnet schon wieder ein neues Feld. Das ist der Schritt, der die Welt düngt und die uns selbst uns immer näher bringt.
unserem wahren Ich. Aber wir brauchen Hilfe dabei und Hilfe gab es in der griechischen Mythologie, in der griechischen Überlieferung auch, auf die Götter jetzt zurückgreift. Es gab die Götter des Werdens, des Menschenwerdens. Und die wurden vor allem verehrt. Das sind gar nicht die klassischen griechischen olympischen Götter, die sind eigentlich, ja, untergeordnete Wesen im Vergleich zu dem, was diese Wesenheiten geleistet haben, die genannt werden die Kabiren. Die Kabiren, die besonders verehrt wurden in der Nordägäis, insbesondere auf der Insel Samothrake, aber auch auf anderen Inseln. Die Insel Samothrake galt also vor allem in der damaligen Zeit als sehr, sehr von Stürmen, von Unwettern, von Überschwemmungen und was Gott was gepeinigte Insel, die also mitten im Sturm der Elemente drinnen steht. Und dieser gewaltige Sturm der Elemente, das ist sozusagen der Platz, in der diese Kräfte des Menschenwerdens sich entfalten können. Und die wurden dort verehrt. Und auf das nimmt Goethe jetzt Bezug, also nachdem Thales jetzt den Rat empfangen hat, mit dem Homunculus sich zum Proteus zu begeben, wechselt die Szene, die verschwinden irgendwo im Hintergrund und es kommen die Sirenen mit ihrem verwirrenden Gesang im Grunde, mit dem Gesang, der aus dem Geistigen kommt in Wahrheit. Ihr wisst es, der Odysseus ist auf seinen Fahrten auch, er musste sich die Ohren verstopfen, dass er den Sirenengesang nicht hört, weil man wahnsinnig wird dabei, weil man in den Wahn verfällt. Das heißt, man verliert eigentlich die Besonnenheit des Verstandes und kommt ganz in dieses geistige, nicht nur Schauen, sondern in das geistige Tönen hinein. Und unser Bewusstsein ist sowas von überfordert davon, dass man völlig verwirrt wird. Und der Odysseus hat sich halt die Ohren verstopft, Nummer eins, und zweitens hat er sich an den Mast binden lassen. Naja, er hat sich eigentlich, also er hat sich ausgesetzt sogar dem Gesang der Sirenen, aber er hat sich eben an den Mast binden lassen, damit er nicht jetzt, weiß ich nicht, in seinem Wahn dann in dem, was da auf ihn zukommt, sich hineinstürzt ins Meer. Er hat versucht auszuhalten, diese Kräfte, diesen Sirenengesang auszuhalten. Und durchzutauchen, wo dieses Schiff, mit dem er halt dann sich auf die Heimreise begibt nach dem Trojanischen Krieg, das durchzusteuern zwischen den Kräften, die ihn auf verschiedene Weise in den Abgrund ziehen, also zwischen den Meeresungeheuern Skylla und Charybdis, eins schlimmer als das andere. Naja, wir kennen die beiden Widersacherseiten, die da drinnen stehen, und da führt ein ganz schmaler Pfad durch, und der Odysseus, muss das Schiff lenken. Die Ohren verstopfen mussten sich nämlich die Besatzung seines Schiffes, sowas nämlich. Nicht er hat sich die Ohren verstopft, sondern die Besatzung, die haben sich die Ohren verstopft, dass sie den Sirenengesang nicht hören. Die haben also brav gerudert, und der Odysseus hat aber das Schiff gesteuert und er hat ausgehalten diesen Sirenengesang. Er ist durchgegangen. Und damit ist er also einen riesigen Schritt weitergekommen, weil er hatte dieses Verstandesbewusstsein schon sehr stark entwickelt, darum ist er der listenreiche Odysseus. Er ist überlegen den vielen anderen, weil er schon so gescheit ist sozusagen und Pläne aushecken kann, also mit dem irdischen Verstand, eben auf die Idee mit dem trojanischen Pferd und so weiter kommt und damit letztlich den Sieg bewirkt über Troja. Also eine große Geschichte. Aushält also auch diese Fahrt eben zwischen den beiden Meeresungeheuern durch, wo die See ganz gewaltig tobt und er steuert das Schiff aber sicher durch. Und eben mit diesen Kräften, mit diesen also entfesselten Naturkräften in gewisser Weise umzugehen und daraus zu gestalten immer mehr den Menschen, darum geht es bei den Kabiren auch.
Also vor allem einmal zu gestalten die Leibeshüllen des Menschen, eben seinen physischen Leib, seinen Ätherleib, seinen Astralleib. Naja, und dann ist die Frage, was da kommt. Aber ich lese euch mal wieder ein Stückchen. Heute haben wir ein bisschen Leseabend. Also die Sirenen singen schon einmal, was sehen wir von Weitem, das Wellenreich durchgleiten. Und jetzt kommen die Nereiden und Tritonen, die bringen jetzt diese Götter. Die bringen sie. Also auf den Schwingen der Nereiden und Tritonen, das sind auch Wasserelementarwesen. Also die eben dazugehören zu dem Nereus zum Beispiel dazu in gewisser Weise, also Kinder oder Nachkommen von ihnen sind und von ihm sind. Und sie singen jetzt Folgendes: Was wir auf Händen tragen, soll allen euch behagen, sind Götter, die wir bringen. Müsst hohe Lieder singen. Die Sirenen drauf, klein von Gestalt, groß von Gewalt, der scheiternden Retter, uralt verehrte Götter. Der scheiternden Retter. Also derer, die scheitern, immer wieder scheitern in diesem Toben der Elemente. Ja, das sind wir. Wir, unser Ich ist es, das im Toben der Elemente, der seelischen Elemente auch, ununterbrochen scheitern, immer wieder scheitern. Das Scheitern gehört zum Ich dazu. Wir wachsen im Grunde nur am Scheitern. Dass dann einmal was gelingt, das ist sozusagen die Aufgabe, aber auf das können wir uns schon wieder nicht mehr stützen. Das ist nur der Impuls, wieder mehr Kraft zu haben, das nächste Scheitern, aus dem nächsten Scheitern herauszukommen. Wir gehen durch. Also, wenn ihr fragen wollt, wo zeigt sich das Ich in seiner schöpferischen Kraft? Dort, wo es durchs Scheitern durchgeht und trotzdem durchkommt. Also, es sind unsere Fehler, unsere Verfehlungen, bis in die schlimmsten Verfehlungen hinein. Nicht, dass ich jetzt sage, na bitte, na, dann macht's nur Verfehlungen, eins nach dem anderen. Der Punkt ist, wir strengen uns an mit unserem Ich und scheitern trotzdem. Und wir kommen aber trotzdem durch und wir bewältigen es wieder und wir können wieder was gut machen. Und indem wir das wieder gut machen, was wir sozusagen verbrochen haben, an dem wächst unsere Ich-Kraft. An dem wächst unsere Ich-Kraft. Weil wir können im Grunde nichts anderes als alles, was da ist, zersplittern, zerstören, zerschmettern, um es neu zu machen. Es ist halt nur die Frage, wie dosiert wir das machen. Ich meine, wenn wir gleich von Haus aus die ganze Welt zerstören, wird es halt sehr schwierig, aus dem Ich heraus das wieder gut zu machen. Da müsste man gleich wieder eine ganze Welt neu schaffen. Das schaffen wir halt nicht. Aber im Grunde wachsen wir an dem, ja, das ist jetzt einmal ein sehr konträres Bild zur üblichen Anschauung, wir wachsen an dem, was wir ruinieren in der Welt. Und dann das überwinden und daraus etwas Besseres machen, als es vorher war. So geht der Weg. Und es ist ganz klar, wir leben in der physischen Welt. Und wir bringen ein Geistiges hinein. Und das Geistige, was tut es? Was ist sein Wesen? Alles zu vergeistigen. Das heißt, letztlich das Materielle aufzulösen. Ich meine, wenn unser Geistiges ungebremst hineinstürzen würde in die materielle Welt, dann wären wir schlimmer als Millionen Atombomben sozusagen. Wir würden die Welt zersplittern. Und stellt euch vor, nur die gewaltige Leistung des Christus, also der schöpferischen Kraft, der geistigen schöpferischen Kraft des ganzen Kosmos, sich in einen physischen Leib hineinzuzwängen, ohne ihn vorzeitig zu zerstören. Denn eigentlich müsste eine einzige Berührung dieser Leibeshülle mit dem Christus in tausende Stücke sprengen. Das wäre eigentlich das Normale. Und hohe Geisteskraft. Ja, je größer die geistige Kraft ist, desto stärker ist diese Wirkung. Und wir machen es im Vergleich dazu, Gott sei Dank, sehr dosiert. Aber es wird immer mehr werden. Der Herr wird mehr
Zerstörung sein, die aber auch immer schneller in einen neuen Aufbau geht. Das heißt, es geht immer mehr in eine Umwandlung hinein. Und ja, was sagen uns die Kabinen dazu? Die also der scheiternden Retter sind, also unsere Retter sind, uns die Kräfte zuführen, die wir brauchen, um aus unserem Ich heraus tätig werden zu können. Nicht? Wir können noch nicht alles aus uns selbst heraus schaffen. Das Ich ist einmal das, was sich ununterbrochen selbst schafft. Das Ich ist niemals. Das Ich hat kein Sein. Wenn heute so viele Wissenschaftler, also vor allem die Gehirnforscher und so sagen, und aber auch die Psychologen und so, das Ich, das gibt's eigentlich gar nicht. Es gibt vielleicht das Ego, aber da gibt's viele Egos. Ja, ja, das sind unsere ganzen Doppelgänger, die wir in uns haben. Und das ist eine Vielgestalt, weil Doppelgänger ist eigentlich nur so ein Pauschalbegriff für eine Vielzahl von Wesenheiten, die wir geschaffen haben, naja, durch die Fehler, die wir gemacht haben, die wir in uns tragen. Das ist im Grunde, steckt hinter dem, was man von uns angreifen kann. Das steckt vielfach hinter dem, was in uns lebt. Ja, selbst im Seelischen ist noch wahnsinnig viel davon drinnen, weil gerade der Doppelgänger zeigt sich ja, indem dieses Seelische in uns zum Bild wird, sich ausdrückt als Bild. Das ist eigentlich in Wahrheit die Summe der Verfehlungen. Aber ohne die wären wir nicht die, die wir sind. Das ist jetzt einmal eine andere Perspektive. Aber dass das trotzdem nicht mündet in ein totales Zerstören, so dass alles sich ins Nichts auflöst. Denn das Geistige würde das alles ins Nichts auflösen. Sondern dass trotzdem das Physische, selbst bis ins härteste Physische hinein, das lange genug bestehen bleibt, damit wir hier uns entwickeln können. Das ist die große Kunst. Also, es wäre eigentlich für das Ich das Leichteste, die Welt bei der ersten Berührung zu zerstören. Sie vergeistigt. Nur wir würden dann, wenn wir das in einem Moment tun würden, nichts gewonnen haben für unser Ich. Weil es wäre dann blinde Zerstörung und nicht Verwandlung zu etwas Neuerem, Höherem. Okay, das habe ich online zu Wer schwer wird ein blinde Zerstörung und nicht Verwandlung zu etwas Neues hören gefunden. Schau mal. Okay, ich glaube, das tue ich jetzt. Genau, jetzt weiß ich, die Technik hat halt ihre eigenen Beiträge. Ich, ich melde euch jetzt das, was, was mit den Kapieren zusammenhängt. Also, die Sirenen haben jetzt gesungen, klein von Gestalt, groß von Gewalt, der scheiternden Retter, uralt verehrte Götter. Also was Großes, die schon eine lange, lange Entwicklung hinter sich haben. Jetzt kommen wieder die Nereiden, sie bringen also diese Götter. Wir bringen die Kabiren, ein friedlich Fest zu führen, denn wo sie heilig walten, Neptun wird freundlich schalten. Neptun, der Wassergott, wieder ein Wassergott, also lauter Wassergötter. Warum so viel Wasser da drinnen? Die ganze Walpurgisnacht, die klassische, spielt im Grunde rund um das Wasser herum ab. Das ist nicht das äußere Wasser. Das ist die Seelenwelt, die bewegte Seelenwelt ist das. Das Seelische, das in der Natur waltet, das heißt die Seelenatmosphäre, die Astralatmosphäre der Erde, in der sich auch unser Seelisches entwickelt. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht die Wogen dieser Astralwelt draußen zum Schäumen bringen und andererseits, dass wir nicht verschlungen werden, einfach geschluckt werden von der Astralwelt da draußen. Wir müssen eigentlich, ja, lernen, die Meeresstille da in uns herzustellen, aber auch in gewisser Weise um uns herum. Also, wir bringen die Kabiren, ein friedlich Fest zu führen, denn wo sie heilig walten, Neptun wird freundlich schalten. Jetzt wird's interessant. 3 haben wir mitgenommen. Der 4. wollte nicht kommen. Er sagte, er sei der Rechte, der für sie alle dächte. Boom. Was heißt das jetzt schon wieder?
Also da kommen 3 Kapieren oder 3 werden mitgebracht von diesen Wassergeistern, also von diesen Astralwesen, wenn man so will. Also es hat was zu tun mit diesen 3 Kapieren jetzt, die mitgekommen sind, die haben eine Verwandtschaft mit diesen alten Naturkräften. Ja, es sind die Kräfte, die unseren physischen Leib, unseren Ätherleib, unseren Astralleib schaffen. Das sind die 3, also unsere unteren 3 Wesensglieder, wenn man so sagen kann. Das, was zunächst die Hülle ist, die unser Ich bekommen hat, um sich zu verkörpern. Aber da ist noch ein 4., der zumindest zu der Zeit, um die es da geht, noch nicht kommen wollte. Das ist der mit dem menschlichen Ich zusammenhängt. Das Ich ist noch nicht ganz da, aber er charakterisiert sich ganz richtig. Er sagt, er ist der für alle dächte. Er ist der das Denken mitbringt. Er ist der, ja, wie soll ich sagen, das Bewusstsein für die geistige Welt in klare Gedanken fassen kann. Als Voraussetzung dafür, dass wir hier auf Erden zum klaren Ich-Bewusstsein kommen können. Dazu braucht man nämlich das klare Denken. Und dazu muss sich diese geistige Ich-Kraft wirklich bis ins Physische hineinsenken. Und es ist Zeit, dass der kommt. Und wir sind mit diesem noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, denn wir sind fertig dann, wenn wir dem Christus darin nachgefolgt sind, mit unserem Ich durchgedrungen zu sein bis ins kristalline Element in unserer Leiblichkeit. Das heißt bis in die Tiefen des Knochensystems hinein, und zwar in das Kristalline im Knochensystem. Knochen bestehen ja nicht nur aus Kristallen, sondern sie sind gebunden hinein in Eiweiß und dergleichen. Aber der Kern sind wirkliche Kristalle, die da drinnen sind. Und bis da hinein soll unser Ich dringen. Bis da hinein. Und dabei immer mehr und mehr erwachen. Je tiefer wir ins Feste dringen, ins Tote eigentlich dringen, desto mehr erwachen wir und desto mehr durchdringen wir mit unserem Geistigen die Welt. Ich meine, im Grunde das Interessante ist, dass nämlich Gottes Kristalline eigentlich ganz offen ist fürs Geistige. Und es ist auch ganz offen und ja, man könnte sagen, die Mineralwelt wartet mit Freude darauf, dass wir uns bis dort hineinbegeben und in dieser Welt erwachen. Das ist das, was wir schaffen müssen, ja, bis zum Ende unserer physischen Verkörperungen auf Erden. Da müssen wir dem Christus nachfolgen. Er war der erste Mensch, ich sage jetzt ganz bewusst Mensch, der das getan hat. Das höchste Göttliche, das ganz Mensch geworden ist. Ganz Mensch geworden ist. Niemand ist noch so sehr Mensch geworden wie der Christus. Der Christus ist der menschlichste aller Menschen sozusagen, in diesem Sinne. Und hat uns das Bild gegeben dafür, oder den Weg gezeigt, dass wir es werden können. Aber jeder auf einem individuellen Pfad. Jeder auf seine Weise. Also dieser 4., der Kapieren, ist der wichtigste. Das ist der wichtigste zunächst einmal, weil da geht's jetzt los. Also, der 4. wollte nicht kommen. Er sagte, er sei der Rechte, der für sie alle dächte. Die Sirenen drauf, ein Gott, den anderen Gott macht wohl zum Spott. Also die Sirenen sind immer sehr, spöttisch, sagen wir es einmal so vorsichtig. Die bringen es immer in Verwirrung. Aber jetzt geht's noch weiter, die Verwirrung geht auf andere Weise weiter. Die Nereiden und Tritonen, die ja jetzt wenigstens die 3 ersten Kapieren gebracht haben, sagen weiter noch. Und das ist das Tolle, da geht eigentlich der Goethe deutlich weiter, als es bei den Griechen in der Mythologie noch üblich war, denn dort hat man von 3 Kapieren gesprochen, gelegentlich taucht ein 4. auf, der dann sogar noch ermordet wird und dergleichen, das ist ganz interessant.
Aber beim Goethe geht's weiter. Und jetzt wird's ganz entscheidend erst. Und das sagen die Nereiden und Tritonen. Sind eigentlich ihrer 7. Die Sirenen, wo sind die 3 geblieben? Also die 3, die jetzt noch fehlen, weil 4 haben wir schon gehabt. Wo sind denn die? Von denen weiß man ja gar nichts. Und die Nereiden weiter, wir wüssten's nicht zu sagen, sind im Olymp zu befragen. Dort west auch wohl der 8., an den noch niemand dachte, in Gnaden uns gewärtig, doch alle noch nicht fertig. Fertig, muss man eigentlich sagen. Weil es heißt gewärtig und fertig eigentlich. Wenn man sagt gewärtig und fertig, ist es gar nicht ganz im Sinn von Goethe. Man muss es ein bisschen anders aussprechen in Wahrheit. Also, wir wüssten es nicht zu sagen, sind im Olymp zu erfragen, in der geistigen Welt. Dort west auch wohl der 8., an den noch niemand dachte. In Gnaden uns gewärtig, doch alle noch nicht fertig. Diese Unvergleichlichen wollen immer weiter, sehnsuchtsvolle Hungerleider nach dem Unerreichlichen. Nach dem Unerreichlichen. Um das geht's. Dort will das Ich hin. Nach dem, was jenseits aller Möglichkeiten liegt. Und nach dem, was im Grunde unerreichlich ist. Ich erinnere aber nur, wie der Faust 2 endet. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, und damit ist gemeint, dass das Unerreichbare, das nicht unzulänglich heißt nicht das, ja, was halt nicht gut geworden ist, sondern das heißt das, was nicht erreicht werden kann, wo man nicht hinlangen kann. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Ich sag's jetzt so, wie es eigentlich gehört. Es steht in den meisten Goethe-Ausgaben und es steht sogar einmal in einer Handschrift von Goethe selber so Ereignis. Ereignis ist falsch. Es geht nicht um ein Ereignis. Es geht darum, dass das Unzulängliche, das Nicht-Erreichbare erreicht wird. Und es kann nur durch das Ich erreicht werden. Dort, wo es ganz bei sich selbst dann ist. Wo es ganz zu sich gefunden hat. Also das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist's getan. Das Unbeschreibliche. Es ist in keine Worte zu fassen, mit keinen Gedanken zu erfassen, aber es ist zu tun. Aus dem heraus ist zu handeln. Hier ist's getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Das ewig Weibliche ist hier ja eigentlich ein Weibliches, das jenseits von männlich und weiblich ist. Es ist das seelisch, das reine seelisch-astralische. Das ist damit gemeint. Also es ist dieses ewig Weibliche natürlich wieder ein sozusagen hermaphroditisches, das beide Elemente in sich vereinigt, in Wahrheit. Und das ist halt eine Zeit lang verloren gegangen, das Bewusstsein dafür. Zum Beispiel in der indischen Mythologie ist wenigstens immer noch, dass die Götter immer männlich und weiblich auftreten. Sie haben zumindest immer eine Gefährtin. Ich meine, wie aus dem Alten Testament heraus und dann auch im Neuen Testament ist es eigentlich nicht genannt, diese weibliche Seite der Gottheit. Aber sie gehört immer dazu. Es gehört immer dazu. Es ist immer dieses Spiel dieser beiden Elemente, die aber nicht getrennt sind voneinander, sondern die eins sind. Ein seelisches, das ganz durchgeistigt ist, und ein geistiges, das ganz beseelt ist. Das eine ohne dem anderen ist nämlich nichts. Wir haben das Ich bekommen als Opfer der Elohim, der Schöpfergeister, als Funke. Und dieser Funke für sich genommen ist noch gar nichts. Im Grunde. Er ist nichts, im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Erst wenn dieser Funke zündet, tätig ist, ja, die Erde beginnt mit zu entzünden, das Feuer auf die Erde zu tragen.
Und ja, das kann auch verwüsten, dieses Feuer, natürlich. Es kann verwüsten, es kann aber auch einziehen in die Lebewesen der Natur. Es kann zum Beispiel langer Weg in der Evolutionsgeschichte, bis die warmblütigen Tiere zum Beispiel auftreten. Da ist was von unserem Ich-Funken in diesen Wesen schon drinnen. Noch nicht so, dass sich das selbst bewusst werden könnte da drinnen. Aber das ist der Ich-Funke, der drinnen ist, das Feuer, das gezähmte Feuer. Das ist eben nicht mehr das zerstörende, sondern das verwandelnde Feuer. Das ist die Umkrempelung, auch die völlige Umkrempelung der Erde, aber in wohl dosierter Weise, in voll beherrschter Weise. Es kann eben auch, wenn es rein nur das Astralische ist, so wie es in der Erde tätig würde, wenn es nicht vom Geist geführt ist und ganz in den Bereich der Widersacher fällt, dann wäre es die zerstörendste Kraft schlechthin. Wir müssen es also führen, aus dem Ich heraus. Dann kommen wir dorthin. Ja, dann erreichen wir das Unerreichliche in gewisser Weise, aber wir erreichen es in der Art, dass wir immer wieder darüber hinausgehen. Immer wieder darüber hinausgehen. Aber in jedem Moment, wo wir etwas schaffen aus dem Ich, ist dieses Ziel erreicht. Und ist schon wieder weg. Es hinterlässt was. Und das ist notwendig, um die Zukunft zu gestalten. Aber es wird wie alles irgendwann früher oder später verschwinden, weil es ein Hindernis für die weitere Entwicklung ist. Das heißt, es wird verwandelt werden, es wird einmal ganz aufgelöst werden. Die ganze physische Erde wird sich auflösen, es wird sich die ätherische Erde auflösen, es wird sich die seelische Erde auflösen, es wird ins Geistige gehen, ins gestaltete Geistige. Auch das wird verschwinden. Es wird ins ungestaltete, keimhafte Geistige gehen. Und dann wird auch das verschwinden. Dann wird sich zurückziehen in die höchsten Regionen letztlich. Das, was die Inder das Nirvana nennen. Was etymologisch durchaus zu tun hat mit, wenn wir sagen, nicht weinen. Wir sind einerseits vom Wahn, Wähnen hat was mit dem Wahn zu tun, befreit. Wir können dort nichts mehr wähnen. Es ist wirklich nichts mehr. Nichts. Das reine Nichts. Und nur in diesem reinen Nichts kann das völlig frei schöpferische tätig werden. Und diese Kraft tragen wir in unserem Ich. Das heißt, in jeder Sekunde, in jedem Sekundenbruchteil, in jedem Augenblick, wo wir aus unserem Ich heraus tätig sind, erreichen wir das Unerreichliche. Wir sind selber diese Hungerleider nach dem Unerreichlichen. Und wenn wir uns an das halten, dann kommen wir weiter. Damit sage ich nicht, dass wir sofort alles, was schon geworden ist, gleich heute zerstören sollen, weil dann stehen wir nur vor Trümmern und hätten noch nicht die Kraft, es umzuwandeln. Also wir müssen schon froh sein, dass viel entstanden ist und dass wir auch es pflegen müssen, es bewahren müssen bis zu einer gewissen Weise, aber wohl wissend, dass wir es auf längere Sicht weiterentwickeln, weiterverwandeln müssen. Darauf wartet die Welt. Und das drückt Goethe eben in dieser Geschichte mit den Kapieren aus. Ich lese euch das Ganze noch einmal in einem Schwung durch. Es ist ganz gut, das einfach einmal so künstlerisch aufzunehmen. Weil in Wahrheit, wir sind Künstler, wenn wir aus dem Ich heraus tätig sind. Wir sind nicht planende Architekten, wir sind nicht Techniker in dem Moment. Nicht, dass wir das nicht brauchen, ich schätze das sehr und bin auch sehr viel in dem Bereich tätig. Aber das ist nicht das eigentlich Schöpferische. Zum Beispiel für eine neue Erfindung muss ich das alles können, ich muss wissen, wie die Welt geworden ist, nach welchen Gesetzen das Gewordene funktioniert, an die muss ich mich halten, wenn ich da was Funktionierendes zusammenbringen will. Da kann ich mich nicht einfach darüber hinwegsetzen. Die Welt hat eine Geschichte, die Geschichte eben dessen, was sie geworden ist, und das liegt bis in die Naturgesetze hinein drinnen. Wenn ich gegen die verstoße, zerstöre ich die Welt. Aber um sie zu verwandeln zu können,
brauche ich etwas, was jenseits aller dieser Gesetzmäßigkeiten ist. Das ist das andere. Und wie gesagt, wir haben es alle. Indem wir Menschen sind, haben wir es alle. Und wir unbewusst tun wir es ununterbrochen. Also die Frage wird nicht gehen, was ist das Ich, was ist das Nicht? Ja, auch nicht die Frage, was ist das Ich? Es ist eine nicht beantwortbare Frage im Grunde. Ich kann es nur durch meine Tat verwirklichen, in jedem Moment immer wieder neu verwirklichen. Und ich kann lernen mit der Zeit, jeden dieser Momente mit dem Bewusstsein zu verfolgen. Dann erlebe ich, was das Ich ist, immer wacher. Dann erlebe ich, was das Geistige wirklich ist. Also Steiner sagt das ganz richtig. Also das erste geistige Erlebnis, das wir haben, ist das Ich-Erlebnis. Ja, schon dieses kleine Ich-Erlebnis, dieses winzige, aber höchst bedeutungsvolle, das das Kind so um das 3. Lebensjahr herum hat. Das ist eigentlich was ganz Großartiges. Da leuchtet dieses aus dem Nichts kommende, sich selbst immer wieder neu schaffende herein und hinterlässt einen Eindruck, und nämlich den Eindruck, ich bin was anderes als alles das, was um mich ist. In Wahrheit. Ja, selbst leise schwingt irgendwo mit, was sogar ganz was anderes ist als mein Körper und das alles. Es ist was anderes. Es ist ein Moment, ja, sich als Ich zu spüren und zugleich ein, ja, Moment der unglaublichen Einsamkeit auch. Weil alles, was ich so bewusster unter mich, selbst an meinem Körper erfassen kann, all das bin ich nicht. All das bin ich nicht. Und als Kind kann man das aber in der Regel als was Großartiges erleben. Das ist, ich meine, man erlebt das natürlich jetzt nicht so wach, wie ich euch das jetzt schildere. Aber man erlebt den ersten Ansatz dessen, was für das Ich-Bewusstsein notwendig ist, sich fremd in der ganzen Welt zu fühlen. Fremd unter all den nächsten Verwandten, nächsten Freunden, die um mich stehen, bin ich trotzdem ein völlig Fremder. Ein völlig besitzloser Fremder, könnte man sagen. Weil alles, was ich besitze, selbst mein Körper, bin nicht ich. Ich bin das alles nicht. Und trotzdem zu spüren, auch wenn das alles weg ist, wenn es das alles nicht gibt, bin ich trotzdem. Wobei das Wort bin, weil es ja das Sein ausdrückt, schon wieder falsch ist. Werde ich ununterbrochen. Ich werde und vergehe zugleich. Ich bin beides, Werden und Vergehen. Werden aus dem Nichts, Vergehen ins Nichts. Das bin ich. Und mehr gibt's eigentlich darüber nicht zu sagen. Weil alles, was man inhaltlich sagen könnte, ist schon nimmer ich. Aber wir können natürlich sprechen über die Taten, die wir gemacht haben, weil durch die Taten, durch die Spur, die wir in der Welt hinterlassen, Spuren, die wir auch immer wieder verwischen und neu gestalten, aber durch das entwickeln wir uns weiter. Daher ist das ganz, ganz wichtig. Aber nur genauso wichtig ist zu wissen, die Taten als solches, die Spuren, die davon zurückbleiben, das sind wir alles nicht. Aber wir wachsen daran, indem wir diese Spuren hinterlassen. Also der Schritt des Bauern düngt das Feld. Und er macht ihn selbst immer wieder und immer mehr mit jedem Schritt zu dem Ich, das er ist, wird, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das in ständiger Tätigkeit, in ständiger Veränderung ist, in jedem Moment eigentlich das Unerreichliche erreicht. Ohne dann irgendwo zu sein im Grunde. Nur mit dem nächsten Schritt erreicht er schon etwas mehr. Das heißt, sein Ich wird noch kräftiger, was zu tun. Und mit dem nächsten Schritt wieder. Das ist jeder Schritt. Ja, jeder Atemzug sogar. Denn auch in unserem Atemzug, in unserem Atem liegt unsere Individualität, unser wirkliches Ich drinnen. Ja, gestört durch das Ego und die Widersacher, sonst was.
wenn wir hektisch sind oder in die Emotion kommen, da kommt viel Astralisches, was die Widersacher anstacheln, hinein, dann ist unser Atem nicht durchicht oder zu wenig durchicht, wahrscheinlich kann alles passieren, aber wo wir wirklich so ganz uns in unserem Ich erfassen, eben in dem Moment, ich bin ein Ich, dann atme ich aus dem Ich heraus und das ist eine Tat. Das ist eine Tat, die die Welt verändert und die mich mir selbst näher bringt. Das ist das alles drinnen. Also, das ist in diesem kleinen Abschnitt von Goethes Faust drinnen. Ich lese es noch einmal. Die Sirenen. Was sehen wir von weitem das Wellenreich durchgleiten, Nereiden? Was wir auf Händen tragen, soll allen euch behagen, sind Götter, die wir bringen, müsst hohe Lieder singen. Sirenen, klein von Gestalt, groß von Gewalt, der scheiternden Retter, uralt verehrte Götter. Darauf die Nereiden und Tritonen, wir bringen die Kabiren, ein friedlich Fest zu führen, denn wo sie heilig walten, Neptun wird freundlich schalten. 3 haben wir mitgenommen, der 4. wollte nicht kommen. Er sagte, er sei der Rechte, der für sie alle dächte. Sirenen. Ein Gott den anderen Gott macht wohl zum Spott. Nereiden und Tritonen sind eigentlich ihrer 7. Sirenen. Wo sind die 3 geblieben, die 3 Oberen? Wir wüssten's nicht zu sagen, sind im Olymp zu erfragen, in der geistigen Welt. Dort west aus wohl der 8., an den noch niemand dachte. In Gnaden uns gewärtig, doch alle noch nicht fertig. Diese Unvergleichlichen wollen immer weiter, sehnsuchtsvolle Hungerleider nach dem Unerreichlichen. Das sind wir. Das sind wir. Und was sind die 3, die im Olymp zu erfragen sind, in der geistigen Welt zu erfragen sind? Na, das sind die höheren geistigen Wesensglieder des Menschen, die wir schaffen, die wir machen. Die sind ganz unsere eigene Schöpfung. Auch wenn sie in der Vergangenheit vorbereitet wurden, veranlagt wurden, wie es so schön heißt, aber was sie wirklich werden, wird nur durch uns oder es wird nicht. Es könnte die Entwicklung abbrechen damit, mit einem Art irdischen Ich, das ja zunächst einmal genascht hat an der Freiheit, das aber dann letztlich irgendwann das aufgibt, ja, und den Weg der soratischen Wesenheiten geht. Dann würden wir diese höheren geistigen Wesensglieder in Wahrheit nicht entwickeln. Oder wir würden das, was wir schon entwickelt hätten, sogar verlieren, wenn wir auch nur eine Minute, eine Sekunde, einen Augenblick aufhören würden, daran zu arbeiten. Jetzt denkt sich, wann habe ich denn das gemacht, das letzte Mal? Ununterbrochen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und Gott sei Dank wurde uns die Gnade gegeben, so lange das unbewusst tun zu dürfen und zu können. Wir hätten es ja gar nicht anders geschafft. Aber wir sind jetzt, hier und jetzt, auf dem Sprung da auf uns dessen, wenigstens ahnend bewusst zu werden. Und mehr geht's ja gar nicht. Das ist dann ein weites Feld, aber dessen bewusst zu werden. Und eben nicht zu verwechseln unser Alltags-Ich, das was da drin ist, mit unseren ganzen Befindlichkeiten, heute geht's mir so schlecht. Es ist alles super war ich heute, ich war so toll, was ich gemacht habe. Ich bin so gescheit. Ich bin so dumm, ich bin so arm, ich bin so krank, ich bin so dieses, ich bin so jenes. Ja, verständlich, gehört zum Menschsein dazu, dass wir durch all das durchgehen. Und nur in Wahrheit, unser wirkliches Ich hat damit überhaupt nichts zu tun. Um ehrlich zu sein, es versteht's gar nicht.
Es muss es lernen, erst das zu verstehen irgendwo. Und damit ist unser Ich schon weiter als zum Beispiel das, was die Engel können. Ja, jetzt angenommen, wir rufen unseren Engel an und schildern ihm unsere Nöte. Er hört den Anruf. Unsere Nöte mit oder nachempfinden kann er überhaupt nicht. Das versteht er einfach nicht. Das ist etwas, was es in seiner Welt dieser Art nicht gibt. Das gibt's nur, auch dieses Leiden, das wir durchmachen auf unserem Weg, das gibt's hier. Das gibt's hier auf der Erde. Und ja, letztlich an dem lernen wir sehr viel. Das sind also alles die Dinge, die dazugehören. Und ich sage das nicht leichtfertig, weil es gibt so viele Menschen, die so schweres Leid durchmachen müssen. Und aus der Perspektive ihres Ichs heißt es aber nichts anderes, sie machen eine ganz, ganz starke Entwicklung durch. Oder haben jedenfalls die Chance dazu, sie durchzumachen. Nicht, dass wir uns irgendein Leiden wünschen dürften oder irgendwem wünschen dürften. Ja, damit du dich gut entwickelst, ja sei froh, dass du so viel Leiden hast. Das darf eigentlich nur unser Ich sagen, wenn es sich seines eigentlichen Wesens bewusst wird, dann darf es sich sagen, Mensch, es geht dir so schlecht, aber du bist begnadet. Du bist begnadet, daraus etwas zu machen und es kann ein großer Schritt geschehen. Und es ist ganz egal, es kann eine schwere Krankheit sein, an der man vielleicht auch stirbt. Und das geht's nicht. Für das wirkliche Ich geht's um das nicht. Es macht für das wirkliche Ich einen Sinn, dass es sich auf Erden verkörpert als Baby und vielleicht kurz nach der Geburt stirbt. Diese kurze Berührung kann ein entscheidender Schritt gewesen sein. Kann sozusagen was Wichtiges sein aus der geistigen Welt, oder noch konkreter gesagt aus der Perspektive des Ichs. Und das Ich ist seinem Wesen nach stammt aus etwas viel, viel Höherem als aus dem, was wir normalerweise als geistige Welt bezeichnen. Ich meine, wenn Rudolf Steiner oft von der geistigen Welt oder so spricht, meint er halt die untere und die sogenannte obere geistige Welt oder mit den alten theosophischen Ausdrücken das untere Devachan und das obere Devachan, also die Welt, in der die Götter leben, also die Welt, zu der auch die ganzen Schöpfergötter dazugehören, aber das ist noch lange nicht das Höchste. Darüber gibt's die Sphäre, mit der der Christus sehr stark verbunden ist, die Welt der Vorsehung. Aber auch das ist für das Ich noch viel zu klein. Die Welt der Vorsehung. Das ist immer noch das, was die Welt irgendwie nach einem Plan oder nach einer gegebenen Ordnung leitet, im weitesten Sinne. Ja, die notwendig ist dafür, dass der Ausgleich für Dinge, die in der Vergangenheit schiefgegangen sind, dass das ausgebessert wird. Aber die wirkliche geistige Welt kennt keine Vorsehung, sie kennt überhaupt die Zeit nicht, sondern sie tut. Sie tut. Also das ist das, was der höchste Bereich des Nirvana ist, wenn man es jetzt mit dem indischen Begriff bezeichnen. Dieses wirkliche Schöpfen aus dem Nichts heraus. Und indem wir ein Ich haben, tun wir das. Sonst hätten wir es nicht. Das heißt, wir können es. Oder noch genauer gesagt, wir können gar nicht anders. Und der Weg geht halt jetzt dorthin, sich dessen immer stärker bewusst zu werden. Und wie werden wir uns dessen bewusst? Naja, indem wir zum Beispiel jetzt verstehen lernen, eben auch, wie dieses Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern, von dem es in der Apokalypse heißt, es war da und ist jetzt nicht da und wird aber wieder kommen, also merkwürdig. Naja, es war ganz stark in der Vergangenheit, namentlich in der atlantischen Zeit da und hat bis ins Physische hinein gewirkt und es hat sich eigentlich in der Gestaltung des Physischen
verwirklicht. Nicht, dass es jetzt als äußeres Tier so herumgelaufen ist, aber dass die ganze Welt so geworden ist mit all den Tieren, die rundherum sind, die alle Splitter aus dem Ganzen sind und dass letztlich wir mit unserer Menschengestalt herausgetreten sind, das sind alles Stufen der Verwirklichung dieses Tieres irgendwo. Und das heißt, wir haben kräftig eingearbeitet, auch eben diese ganzen Widersacherkräfte. Notwendig sie eingearbeitet. Da gibt's nichts, was wir vermeiden hätten können. Dann hätten wir verzichtet auf die Ich-Entwicklung. Und es kam dann also bis ins Physische hinein die Geschlechtertrennung, von dem haben wir ja heute schon gesprochen. Dann kommen also die Zweihörner, vorher sind wir wenigstens noch ein Einhorn. Das Einhorn gilt ja eigentlich in der Mythologie als was sehr Lichtes und Positives. Und das heißt, von diesen alten ersten Entwicklungsstufen, ich habe das ja schon das letzte Mal oder die vorigen Male genannt, also Stier, Löwe, Adler und dann endlich das Menschenantlitz. Im Grunde ist das der Zeitpunkt, wo wir ja, einigermaßen in der Menschengestalt dastehen. Also wo sich das beginnt anzukündigen, sagen wir mal so, wo sich das beginnt anzukündigen, wo mit der aufrichten Kraft und mit dem allen, was drinnen ist. Man darf sich nicht vorstellen, dass da jetzt schon wirklich äußerlich physisch so ein Gesicht sichtbar wäre. Aber es beginnt also jetzt ganz deutlich der Prozess, dass eine Gestalt sich bildet, die fähig ist, das Ich zu tragen. Und das ist nur eine aufrechte Gestalt. Und das fängt interessanterweise bei den Füßen an. Der Schritt des Bauern dünkt. Na, es ist noch, damals noch gar nicht der Bauer, aber es ist der Schritt, der sich vorbereitet. Wir betreten die Erde jetzt bis ins Physische hinein. In der lemurischen Zeit war das noch lange nicht bis in die dichtesten Elemente hinein. Aber jetzt geht es in der atlantischen Zeit wirklich bis letztlich ins Feststoffliche hinein. Und dann verwirklicht sich auch im Tierreich zunächst, man kann das ja verfolgen, also von den niederen Tieren, die zunächst auch noch mehr zweigeschlechtlich sind, oft oder so, wo diese Trennung auch noch nicht so da ist. Und dann manifestiert sich das immer mehr hinein und für uns bedeutet das jetzt, endlich kommt in der atlantischen Zeit nach dem Stier, nach dem Löwen, nach dem Adler das Menschenantlitz heraus, weil sich die Gestalt aufzurichten beginnt. Je mehr sie sich aufzurichten beginnt, interessanterweise, das wirkt bis hinauf, dass die Kiefer sich zurückziehen, dass der Kopf sich anders ausbildet, also sich aufzuwölben beginnt. Das ist alles, geht vom Schritt aus und vom Tun mit den Füßen. Von dem geht's aus. Und dann als Voraussetzung dafür, dass wir tun mit den Händen. Und das wir tun mit den Händen, das bildet weiter, das bildet unser Gehirn, das bildet unsere Sinne weiter und so fort. Bildet sie weiter, im Übrigen in einer Art, die eben viel weniger spezialisiert ist, viel weniger einseitig ist als bei den Tieren, eigentlich schwächer ist als bei den Tieren. Die Tiere riechen besser, im Sehen sind wir teilweise ganz gut, aber der Adler kann es trotzdem besser. Aber also, dass wir beginnen, das Tierische in uns zu überwinden, dann ist das Antlitz da, aber jetzt ist auch da eben die Spaltung in die Geschlechter. Und über das haben wir heute gesprochen. Das ist die ganz große Herausforderung. Und daher ist es also auch die Art, wie die Geschlechter miteinander umgehen, ist ein ganz entscheidender Punkt und wird also bis zur letzten Sekunde, bis zur letzten Verkörperung des letzten Menschen auf Erden sein. Wie die Geschlechter einander begegnen, wie sie zueinander finden, wie sie aneinander, miteinander lernen, jeder für sich ein Ganzes zu werden. Jeder für sich. Es ist nicht einfach so, dass jetzt Mandel und Weibel verschmelzen und dann wird sie weiß nicht was, aber wir lernen aneinander, selbst jeder für sich ganz zu werden. Und wir lernen aus den jeweils einseitigen Erfahrungen, die jedes der beiden Geschlechter heute auf Erden
bis zu einem gewissen Grad mit sich bringen kann, einfach dadurch, dass wir andere Leiblichkeit haben. Das heißt ja nicht, dass äh, darf man nicht in ein Klischee verfallen. Ah, Männer können nur das, Frauen dürfen nur das oder so. Na, und über das sind wir ja Gott sei Dank auf dem Weg darüber hinauszukommen. Jetzt sage ich es vorsichtig. Ich meine, es wird sehr viel davon gesprochen, ihr wisst es, von Gleichberechtigung und Quotenregelung und so weiter. Wenn man schaut, wie viel in der Praxis verwirklicht ist, ist es noch immer viel zu wenig. Wir sind also noch nicht Menschen geworden, wir sind noch immer zumindest Mannerl und Weiberl. Und wir sind noch immer Österreicher oder weiß ich nicht, Serbe oder Russe oder Amerikaner. Nein, beim Amerikaner ist schon wieder ein bisschen schwieriger, weil was sind die eigentlich? Das ist von der Abstammung her alles durcheinander. Alles durcheinander irgendwo. Lebt davon, dass eigentlich da die totale Mischung drinnen ist, aber auch das stetige Problem damit. Also, oder sind wir Afrikaner oder sonst etwas? Also, ja. Und wir müssen über das alles hinauskommen, über das alles hinauskommen. Das ist ein ganz starker Impuls, also in der Anthroposophie drinnen, eben über dieses Abstammungsmäßige hinauszukommen, selbst über das Geschlechtliche in dem Sinn hinauszukommen, nämlich von unserer inneren Haltung. Äußerlich werden wir es brauchen bis zur letzten Verkörperung, weil sonst gäbe es schon die vorletzte nicht mehr, oder weiß ich nicht. Das muss so sein. Aber eben weil wir das auch lernen müssen miteinander, diese Einseitigkeiten zu überwinden. Und dann gehen wir wirklich als eine gemeinsame Menschheit in die Phase über, wo wir eben nicht mehr physisch da sein werden. Aber alles das mit all den Problemen, die damit verbunden sind, müssen wir durchmachen, um ganz Mensch zu werden. Um unser Ich wirklich ganz entfalten zu können, insofern dazu die Verkörperung auf der Erde notwendig ist. Da müssen wir durch das alles durch. Und das heißt, welche Aufgabe haben wir? Wir haben die Aufgabe, alle unsere niederen Wesensglieder aus eigener individueller Kraft zu verwandeln. Das ist die große Zukunftsperspektive einmal, und die geht aber hinaus natürlich noch über unsere Erdentwicklung. Sie geht hinaus bis zur letzten großen kosmischen Verkörperung unserer Erde. Also bis zu diesem Zustand, den Rudolf Steiner dann als den Vulkanzustand bezeichnet. Eine Welt, die ja in gewisser Weise so ähnlich sein wird wie der alte Saturn, die Wärmewelt. Da wird das Physische auf dem Vulkan auch nur mehr eine Wärme sein, aber auf einer ganz anderen und höheren Stufe, als sie damals war. Und eben ganz durchgestaltet schon von unserem Ich, von den Ichen der Menschheit. Und wenn wir das haben, dann sind wir bereit, das zu machen, um was es eigentlich geht. Dann sind wir der Achte, der kommt. Der Achte, an den noch niemand dachte. Im guten Sinne, im besten Sinne. Weil wir haben auch schon gesprochen, der Begriff achte Sphäre und so weiter kann mehrere Bedeutungen haben. Also, und zwar positive, ganz positive und ganz negative. Also um die negativen zu nehmen, ist eben die achte Sphäre der soratischen Wesenheiten. Wenn wir dort hineingehen, dann gehen wir diese Weggabelung, die in die materielle Verdichtung hineingeht, die also ja, als Ziel anstrebt einen ewig materiellen Kosmos, in dem es einen Weg durch die Vergeistigung nicht mehr gibt, wo es aus Sicht dieser Wesenheiten auch nicht notwendig ist, weil es ist ja eine vollkommene Welt. Was soll es noch zu entwickeln geben? Was hätte eine schöpferische Kraft noch zu bewirken dort? Es geht eigentlich darum, ja, den ganzen Reichtum durchzuspielen, immer wieder durchzuspielen, der in dieser Welt vorhanden ist, in dieser vollkommenen Welt, die nach Anschauung dieser soratischen Wesenheiten so groß und so gewaltig ist, dass es
quasi unerschöpfliche Möglichkeiten gibt. Und sie sind trotzdem endlich. Sie sind trotzdem endlich. Ja, aber was müssen wir tun dazu? Und also mal natürlich unser Ich-Bewusstsein entwickeln, also in der Zeit stehen wir längst drinnen, dass es da ist. Es ist einmal das kleine Ich-Bewusstsein, also wir wissen, ich bin ein Ich, aber meistens nehmen wir dann schon dazu unser Ego und halten unser Ego für unser Ich, das ist dann schon wieder falsch. Also ich habe das und das gelernt, ich bin das, ich mag das nicht, der ist mir sympathisch, der ist mir unsympathisch. Das ist mein Freund. Nein, den mag ich nicht. Das ist alles Ego. Das ist alles Ego im Grunde. Äh, aber unser wirkliches Ich, also da fängt es an. Aber dieses Ich wird tätig, indem es das eigene Seelische verwandelt. Da fängt es an. Die kleine Verwandlung hat unbewusst begonnen in der ägyptisch-chaldäischen Zeit. Damals war der Mensch also brachte mit sich seinen physischen Leib, der in der atlantischen Zeit ausgereift ist bis zur heutigen Form. So sind wir in die nachatlantische Zeit, als eben durch die ganzen nacheiszeitlichen Überschwemmungen das Antlitz der Erde sich stark geändert hat, sind wir also in unserer praktisch modernen menschlichen Gestalt schon herumgewandelt. Schon in den letzten Phasen der Atlantis war das der Fall und insbesondere dann also als wir aus diesen Überschwemmungszeiten herausgekommen sind. Was war das nächste dann? Also wenn wir herausgekommen sind aus der atlantischen Zeit, ging es darum, am Ätherleib zu arbeiten. Das war in der urindischen Zeit der Fall. Die dient der Ausbildung des Ätherleibes, der Lebenskräfte. Und man kann sich gar nicht vorstellen, welche Kraft die Menschen damals noch hatten, aber unbewusst oder halbbewusst mit diesen Ätherkräften umzugehen. Und große Machthaber hatten, die allerdings immer noch viel, viel kleiner war, als die Menschen in der atlantischen Zeit hatten. Der große Unterschied ist, in der atlantischen Zeit haben die Menschen die Ätherkräfte beeinflussen können eines weiten Gebietes, das weit über ihre Leiblichkeit hinausging. Überhaupt, wenn sie dann gemeinsam sich zusammengetan haben, konnten sie also die Lebenskräfte im Grunde der ganzen Natur beeinflussen. Rein durch ihre geistige Tätigkeit eigentlich. Also in gewisser Weise wirkt so etwas natürlich nach in der urindischen Zeit und daher hatten namentlich also die Menschen, die damals sehr weit entwickelt waren, auch eine gewisse Fähigkeit noch mit diesen Ätherkräften heilend zu wirken auf andere Menschen, teilweise auch auf Tiere oder einen wohltuenden Einfluss auf Pflanzen zu haben, aber im Vergleich zu dem, was die Atlantier hatten, wenig. Weil sie nämlich jetzt die Ätherkräfte, und das war die eigentliche Aufgabe, sie immer mehr in sich hineinzuziehen. Es hat begonnen bereits in der atlantischen Zeit, aber in der urindischen ist es wirklich so, dass man jetzt sagen kann, jetzt hat jeder Mensch seinen eigenen Ätherleib. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, er hat seine Lebenskräfte, die sich von den Lebenskräften aller anderen unterscheiden. Er hat sie aber noch nicht bewusst aus seinem Ich herausgestaltet, aber sie unterscheiden sich und das waren aber trotzdem Kräfte, wo einer dem anderen auch etwas geben konnte von diesen Lebenskräften, was der andere nicht hatte. Und auf die Art konnte man eben auch heilend wirken. Also, und trotzdem muss der andere Mensch, der diese Lebenskräfte aufnimmt, damit er sie überhaupt verwenden kann, sie sich zu eigen machen. Zu eigen machen. Das ist in den alten Zeiten, also auch in der urindischen Zeit, alles noch sehr unbewusst passiert einfach. Heute muss man sehr viel wacher damit umgehen. Ich meine, wir können noch nicht sehr gut wirklich
bewusst hineinarbeiten in die Ätherkräfte. Eigentlich von uns selbst aus gar nicht, das reicht schon, wenn man in so Seelisches hineinarbeitet. Da haben wir schon genug zu tun, nämlich bewusst unser Seelisches zu verwandeln. Bewusst es zu verwandeln. Und wirklich vor allem all die negativen Dinge, die sich durch die Begegnung mit den Widersachern eingeschlichen haben, Schritt für Schritt auszumerzen. Davon sollte oder muss eigentlich jedenfalls der Teil, der mit der ganzen Erdentwicklung zusammenhängt, der muss bewältigt werden bis zum Ende der Erdentwicklung. Und damit werden wir noch nicht also einen vollständig eigenen Astralleib haben. Wir arbeiten einmal unsere seelische Stärkung. Wir fangen an, Teile des Astralleibes, weitere Teile des Astralleibes umzuarbeiten. Aber mit allem gelingt uns das während der Erdentwicklung sicher noch nicht. Aber es hilft uns der Christus dabei. Also er hilft uns nicht dabei, das Seelische umzuarbeiten, auch nicht das Astralische, aber er hilft uns dabei, dass Wirkungen davon, wohltuende Wirkungen, auch bis in den Ätherleib hineingehen. Das können wir selber noch nicht. Aber das wird dann die nächste Aufgabe sein, die wir angehen müssen, also auch das Ätherische, den ganzen Ätherleib umzuarbeiten, so dass er unsere Schöpfung ist, unsere individuelle Schöpfung. Also das heißt, erstes Ziel des Ich ist den Astralleib. Mit dem Seelischen, das ist der erste Schritt, aber dann den ganzen Astralleib zu unserer individuellen Schöpfung zu machen. Wird selbst das uns nicht während der Erdentwicklung vollkommen gelingen, macht aber auch nichts. Aber wir müssen zumindest so weit kommen, dass wir aus unserem Seelischen all das, oder in unserem Seelischen all das ins Nichts geworfen haben, was wir durch unsere Fehler dann verbrochen haben. Dann, nur so können wir das Karma ablegen. Was wir nicht bewältigen davon, das wird Schlacke sein, die zurückbleibt, und das ist Futter für die Welt der soratischen Wesenheiten. Das ist mit der Baustoff für diese soratische Welt. Die dann mitverwenden können, um ihre perfekte Welt zu bauen. Das ist interessant. Das heißt, teilweise das, was aus unserer Sicht die schlimmsten Verfehlungen sind für diese Wesenheiten die glänzendsten Bausteine. Für eine perfekte Welt. Aus ihrer Sicht. Für eine Welt, die funktioniert auf jeden Fall. Aber die eben nicht das ist, was mit der menschlichen Freiheit, mit der Möglichkeit zur Liebe aus Freiheit heraus, und Liebe fordert Freiheit, Liebe fordert Getrenntsein, um das Getrennte aus Freiheit überbrücken zu können. Also ohne dass vorher Getrenntheit da ist, wo zum Beispiel auch Partner, die sich innigst lieben, wenn sie sich nicht in ihrer Fremdheit erkennen, in ihrer Andersartigkeit erkennen, sondern nur das Gemeinsame sehen, das ist das Alltags-Ich. Das ist das, super, wir haben die gleichen Interessen, wir lieben das Gleiche, wir sind beide Frühaufsteher oder wir sind beide Langschläfer, wie auch immer, super. Das ist alles, hat mit dem Ich nichts zu tun. Ich meine, das gehört natürlich für eine Partnerschaft irgendwo dazu, dass man da einen Weg findet, miteinander umzugehen. Wenn einer ist der ist bis 4 in der Nacht auf. Der andere sagt, um Gottes Willen, ich will schon um 10 Uhr schlafen gehen. Wie geht das? Und man kann trotzdem eine gute Partnerschaft leben. Und das ist sogar eine Herausforderung, damit umzugehen. Das heißt dann Liebe. Das überbrücken zu können, einen Weg zu finden. Und das heißt dann nicht, man muss ununterbrochen handelhaltend miteinander gehen. Es kann auch einer fährt aufs andere Ende der Welt und ist 2 Monate dort und macht was. Und dann kommt man wieder zusammen. Das kann alles sein. Also es ist heute wichtig. Daher auch das klassische
Bild einer Partnerschaft oder einer Familie, wie es früher war, funktioniert ja ganz offensichtlich heute nicht mehr so oft. Und das, man kann sagen, es bricht ja alles zusammen, was war. Und es wird aber sich ändern. Es hat sich schon geändert. Und man kann sagen, ja, was ist jetzt mit den Kindern und das behütete Heim ist weg. Es wird sich auch das ändern. Es werden viel mehr Menschen notwendig sein und verantwortlich sein dafür, dass die Kinder trotzdem in einer guten Atmosphäre aufwachsen. Weil viele Kinder diese Fremdheit brauchen. Dieses Herausfallen aus dem geschützten Milieu der Vererbung dessen, was aus der Vergangenheit kommt. Hineingestellt zu sein, hineingeworfen werden, vielleicht gerade in was ganz Fremdes. Und trotzdem dort liebevollen Menschen zu begegnen. Vielleicht sozusagen eine Wahlfamilie zu finden, die aus der Freiheit aber das Kind wählt. Das Kind kann es noch nicht bewusst, aber wo ihm Menschen entgegenkommen, die dieses Kind als Freiheit annehmen. Aus wirklicher Freiheit nämlich. Nicht nur, wir haben einen Kinderwunsch, den können wir uns nicht erfüllen, jetzt adoptieren wir ein Kind, damit es uns gut geht. Sondern es wegen des Kindes zu machen. Zu sagen, wir könnten das machen, wir könnten dich aufnehmen. Weil du es brauchst. Und da gehört ein Gespür dafür, dass da vielleicht eine geistige Begegnung möglich ist. Also es wird sich vieles ändern und wir sind in einer Übergangszeit, einfach, ich meine, Steiner sagt so oft, jede Zeit ist eine Übergangszeit, klar. Unsere ist eben auch heute eine Übergangszeit und eine ziemlich große, wo viele alte Dinge sich ändern werden. Und wo wir lernen müssen, das kann auf schlechte Weise passieren, das kann zerstörerisch passieren, das kann viel Leid erzeugen und das ist heute oft der Fall. Es kann aber auch auf gute Weise gehen. Und es gibt sozusagen kein Tabu dafür, was denkbar wäre. Es wird eigentlich so kommen müssen, dass das Zusammenleben der Menschen überhaupt, das Aufziehen der Kinder, die Partnerschaft, es kann alles anders werden. Es kommt nur darauf an, dass die Menschen, die da zusammenfinden, es gemeinsam frei gestalten. Wie auch immer. Wie auch immer. Und eigentlich also sich hinwegsetzen über, ja, letztlich alle Traditionen, die da sind. Die haben uns getragen, sie werden uns auch noch eine Zeit tragen, aber die Menschen, die vorangehen, werden sie nicht mehr beachten, weil sie Traditionen sind, sondern nur dann, wenn sie sagen, das ist genau das, was auch aus meinem Ich kommt, mit der speziellen individuellen Note drinnen. Aber wir müssen heute immer, in Wahrheit, wenn wir unser Leben wirklich gut bewältigen wollen, dann müssen wir offen sein für die ungewöhnlichsten Dinge. Und wir müssen erfinderisch sein im Grunde. Zu sagen, okay, da funktioniert was nicht, also sprich anders. Und es gibt aber keinen Ratgeber, der mir das sagen kann, was ich tun kann. Ich meine, weiß ich nicht, der Mensch, der ihn begleitet, kann ihm nur Mut machen. Probier was anderes. Du musst das finden, ich kann da nicht sagen, wie, was, wo. Ich kann da nur sagen, besinne dich auf dich selbst, im Grunde. Nimm Situationen, die scheinbar ein Scheitern sind, die schwer sind, nimm sie als Anregung. Die sind immer eine Chance. Die sind immer eine Chance. Und suche die Schwierigkeiten sozusagen geradezu auch dort, wo es gar nicht notwendig ist. Das Ich tut das eh. Wir suchen uns immer die Problempunkte. Aber bitte nehmt es trotz allem mit dem berühmten Körnchen Salz. Das heißt nicht, wir müssen uns jetzt ununterbrochen in jede Schwierigkeit hineinstürzen, die uns entgegenkommt. Kaum ist irgendwo ein Problem am Horizont, sagt, stürze schon hinein, so ist das nicht gemeint. Es geht einfach darum, dass ich mit einer gewissen Offenheit für die Zukunft lebe. Ich sag,
offen heißt, es muss nicht alles immer so sein, wie es immer war. Es kann sich ändern und wenn sich eine Gelegenheit mir ergibt aus irgendeinem Grund, dann gehe ich nicht einfach achtlos vorbei. Weil woher kommt unser Ich? Es kommt uns von außen zu. Und zwar ganz real in den Dingen, die uns begegnen. In den guten und in den schlechten Dingen, die uns begegnen. In den menschlichen Begegnungen, in den Naturdingen, die uns begegnen. Man muss nur wach sein davon. Wir erzählen unserem kleinen Ich eigentlich in diesen Begegnungen, was gerade ansteht. Wenn jetzt da irgendwas passiert und irgendwas uns aus dem Weg wirft, jetzt ist eine Panne im Auto und was ganz Wichtiges, ein wichtiger Termin, der entscheidend ist für den Beruf und jetzt geht alles schief dort, aber die Panne mit dem Auto sagt mir, sei froh, dass du dort nicht hingegangen bist. Ich meine, mir ist das fast passiert, ich meine, habe unwissend äh, meiner ganzen wissenschaftlichen Karriere eine andere Wendung gegeben. Ich sollte nach Amerika gehen. Ich wurde der beauftragt war zu erforschen, also ob ein bestimmtes Projekt durchführbar ist, ob das Sinn macht und alles schien danach Sinn zu machen. Alles, weil man die daran beteiligt waren, mit Begeisterung dabei. Nur die Arbeit hat gezeigt, und an dem konnte ich nicht vorbei, dass das Ganze eine Schnapsidee ist, kurz gesagt. Eine völlige Schnapsidee. Damit habe ich ein ganzes Projekt gesprengt und es hat mein Leben eine ganz andere Wendung gegeben. Ich bin nicht nach Amerika gegangen, sondern ich bin da geblieben und kurz darauf bin ich da der Anthroposophie begegnet. Und das war entscheidend und das Spannende ist, mit den Leuten, mit denen damals das Projekt eigentlich gescheitert ist, mit denen arbeite ich aber heute von hier aus immer noch zusammen, in einer ganz anderen Weise mit einem ganz anderen Projekt. Also das heißt, der Stolperstein, der reingekommen ist, den ich mir eigentlich selber gelegt habe, weil wenn ich nicht so verteufelt gründlich dabei gewesen wäre, hätte es sehr leicht dorthin führen können, dass das Projekt gestartet worden wäre. Wir hätten wahrscheinlich 2, 3 Jahre gearbeitet daran, um dann darauf zu kommen, dass nichts Vernünftiges rauskommt. Aber ich habe wie einen Spürsinn gehabt und habe den unbewusst, völlig unbewusst, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, dass ich genau den wunden Punkt gefunden habe. Das hat mich richtig hingestoßen darauf, wo der Hase im Pfeffer liegt. Also das ganze Leben hat sich geändert und im Nachhinein sage ich, genau so war es richtig. Genauso war es richtig. Aber im Moment damals war ich, weiß ich nicht, enttäuscht, fuchsteufelswild, was auch immer. Meine Gattin und ich, wir haben uns gefreut nach Amerika, wir waren voll darauf, dorthin ins schöne Kalifornien rüber zu gehen. Alles nix. Alles anders als geplant, völlig. Aber passt. Also darum sage ich mir heute, wurscht, was auch passieren kann, wenn die ganze Welt umsteht und wenn ich nur mehr das Gewand habe, das ich am Leib habe, oder vielleicht nicht einmal das, es geht weiter. Für das Ich geht's immer weiter. Und wenn es in den Tod hineingeht, geht's erst recht weiter. Also, ich meine, ich weiß, das ist jetzt sehr extrem ausgedrückt, so extrem wird es ja wohl nicht immer kommen, das muss es nicht, aber zumindest kleine Veränderungen, einfach wo Gewohnheiten, liebe Gewohnheiten sich ändern und dergleichen, das wird auf uns zukommen. Das wird heilsam sein. Also dafür sollte man uns nicht schrecken. Aber jetzt mache ich Schluss. 5 Minuten Überzeit. Ich danke euch fürs Dabeisein. Freut euch auf die Elementarwesen, die draußen herumschwirren, die auch im Zimmer herumschwirren, überall sind sie. Wir danken dir, lieber Wolfgang. Gerne. Margarita. Herzlichen Servus. Dankeschön, Wolfgang. Ciao. Ciao, ciao, Papa. Papa. Tschüss, schönen Abend. Schönen Abend euch allen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. So, ich verabschiede mich auch beim Livestream. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und Dankeschön. Gute Nacht, Susanne. Bis zum nächsten Mal.
wink ich, nein, ich kann ja was reden, ihr hört's mich, glaube ich, aber winken geht. Papa, Servus François. Und alle. Ich kann nicht alle aufzählen, sonst sind wir morgen noch da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. No, das ist mir Ausschlagknopf weg. Wiedersehen, Ernst, Papa. Wiedersehen, Wolfgang. So.